Wenn sich junge, trotzige Männer gegen die Autorität der Alten auflehnen, um irgendwo in der Wildnis ihre eigene Gemeinschaft zu gründen, dann hat dieses Unternehmen keine Zukunft, wenn es an Frauen fehlt. Genau dies war die Situation, als um etwa 750 vor Christus eine Schar abenteuerlustiger Burschen aus dem Gebiet der Albaner Berge, wahrscheinlich von der Gegend des heutigen Castel Gandolfo kommend, einige Kilometer entfernt die neue Stadt Rom gründeten. Vielleicht waren es Tunichtgute auf der Flucht vor strengen Richtern, vielleicht auch landhungrige Bauern auf der Suche nach einer neuen Scholle. Vielleicht aber hatte sie auch der Stadtrat von Alba Longa als Kundschafter geschickt, um die Grenzen nach Toskanien zu überwachen, an dessen Küste gerade um jene Zeit ein neues rätselhaftes Volk gelandet war, die Etrusker, von denen niemand wusste, woher sie kamen und was sie im Schilde führten. Und vielleicht befanden sich unter diesen jungen Wilden wirklich zwei Brüder, die Romulus und Remus hießen. Jedenfalls, sollte diese Siedlung Bestand haben, mussten Kinder geboren werden. Endlich ist Schluss mit dieser ewigen Bevormundung. Hier gibt's keinen Patron, der uns ständig gängelt, keine Hausherrin, der wir es nie recht machen können. Endlich sind wir unsere eigenen Herren. Säen und ernten, gehen auf die Jagd, fischen. Einfach herrlich. Naja, ganz so herrlich eigentlich nicht. Wir leben in dieser Wildnis zwar wie Herren und dürfen uns Römer nennen. Und wenn uns danach ist, liegen wir so lange auf unserer Pritsche, wie wir mögen. Aber findest du nicht, Claudius, dass uns etwas Entscheidendes fehlt? Du sprichst vom Wein, edler Marcellus? Den liefern uns doch die Etrusker, diese merkwürdigen Fremdlinge. Mit reinem Quellwasser verdünnt, ein wunderbarer Trunk. Erfrischt den Körper und beflügelt die Seele. Alles, was recht ist. Eines muss man diesen Etruskern, deren Hochmut die Götter strafen sollen, lassen. Vom Weinkeltern verstehen sie etwas. Ach, Claudius, wer redet denn vom Wein, dessen flüchtiger Rausch am Tag danach mit der Mattigkeit des Körpers bestraft wird? Ein schneller Genuss kaum der Rede wert. Ich rede von den Wonnen der fleischlichen Lust, von der Zärtlichkeit einer weiblichen Hand, von einem süßen Lächeln, das mich nach dem Erwachen am frühen Morgen verzaubert. Und ich rede auch von Kindern. Wie soll Rom Bestand haben? Wofür sollen wir kämpfen, wenn wir nicht wissen, wofür? Bei den Göttern. Es ist wahr, was du sagst, Marcellus. Wofür das Ablagen auf dem Pferd? Warum sollen wir auf dem Schlachtfeld unser Leben riskieren, wenn wir nichts, was wir geschaffen haben, an die nächste Generation weitergeben können? Unser Dasein wäre sinnlos. Klug gesprochen, edler Claudius. Lass uns zu Romulus eilen, unser Anliegen vorzubringen. Es waren also, schon um den Unmut der Männer zu zügeln, Frauen nötig. Wenn denn Romulus der Anführer dieser wilden Auswandererschar war, dann kam vermutlich er auf die grandiose Idee, ein großes Fest zu veranstalten und dazu das Nachbarvolk der Sabiner mit seinem König Titus Tatius, vor allem aber seine Töchter einzuladen. Die Einladung wurde dankend angenommen, doch während sich die Gäste den Wettspielen widmeten und sich an ihren Siegen berauschten, raubten die weniger sportlichen Gastgeber die Töchter der Gäste und trieben anschließend die Sabiner zu den Stadttoren hinaus. Eine Ungeheuerlichkeit. In solchen Dingen waren die Menschen damals sehr empfindlich. Schließlich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein spektakulärer Frauenraub einen 10-jährigen Krieg entfesselt und zur Zerstörung der blühenden Stadt Troja geführt. Und die dreisten Römer, im Grunde alles plumpe Bauernburschen, hatten nicht eine einzelne Frau geraubt, sondern gleich mehrere Dutzend in Beschlag genommen. Verständlich, dass sich am nächsten Morgen deren Väter und Brüder vor den Toren der Stadt einfanden, um die Schmach zu rächen. Die Römer, die natürlich wussten, dass ihnen die Nachbarn diesen bösen Romulus die Rede war, muss auch noch ein Wort über seinen Zwillingsbruder Remus verloren werden. Die Zwillinge sollen der Legende nach vom Kriegsgott Mars gezeugt worden sein, der eines Tages, als er sich zufällig einmal vom Kriegemachen ausruhte, die schlafende Priesterin Rhea Silvia begattete. Die soll die Kleinen auf ein winziges Floß gesetzt und das Leben ihrer Kinder den Wellen des Tibers anvertraut haben. Doch statt ins Meer trieb das Floß ans Ufer,
und das klägliche Weinen der Zwillinge soll eine Wölfin herbeigerufen haben, die die beiden Kleinen säugte. Böse Zungen behaupten zwar, dass es sich bei der Wölfin um die Bäuerin Acalarentia gehandelt habe, die wegen ihres losen Lebenswandels die Wölfin genannt wurde, aber die animalische Version wurde Staatslegende, und sie klingt ja auch viel aufregender. Jedenfalls wuchsen die Zwillinge heran und wurden Romulus und Remus genannt. Sie waren es, die an der Stelle, an der ihr Floß gelandet war, mit Kumpeln aus Alba Longa die Stadt Rom gründeten. Sie spannten einen weißen Stier und eine weiße Stute vor den Pflug und zogen eine tiefe Furche um ihr Land, richteten eine Mauer auf und schworen, jeden zu töten, der es wagen sollte, sie zu zerstören. Remus, der Pessimist von den beiden, behauptete, die Mauer tauge nichts und stieß dummerweise mit dem Fuß ein paar Steine heraus. Darauf erschlug ihn Romulus. Dies soll am 21. April 753 vor unserer Zeitrechnung geschehen sein. Deshalb wird am Tag des Brudermordes auch heute noch der Geburtstag der Stadt Rom gefeiert. In wenigen Jahrhunderten wurde das bescheidene Fleckchen Erde, das Romulus und Remus mit dem Stier und der weißen Stute umgepflügt hatten, zum Zentrum von Latium, zum Zentrum von Italien und später sogar zum Zentrum der ganzen damals bekannten Welt. Ganz anders als die heutigen Römer, für die das Leben nur ein immerwährendes Spiel zu sein scheint, nahmen die Alten das Leben bitter ernst. Sie hatten auch einen Grund dazu. Wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hatten, einen Feind zu vernichten, begnügten sie sich nicht damit, ihm den Krieg zu erklären und dann irgendwann einmal eine Schlacht zu schlagen. Sie waren auf totale Zerstörung aus, ließen keinen Stein auf dem anderen, wenn es ihnen einmal gelungen war, in seine Städte einzudringen. Besonders unversöhnlich zeigten sich die Römer gegen die Etrusker. Jenes Volk, das ganz Umbrien und Toskanien besetzt hatte, technisch sehr viel höher entwickelt war und unaufhaltsam gegen den Süden drängte. Es wurde ein langer, unbarmherziger Krieg, und von den Unterlegenen blieben nur wenige am Leben, um den Untergang ihres Volkes zu beweinen. Selten verschwand eine Nation, vielleicht mit Ausnahme der Karthager, so endgültig von der Weltbühne wie die etruskische. Und selten auch haben Sieger die letzten Spuren ihrer Gegner so vertilgt wie die Römer. Niemand kann mit Sicherheit sagen, woher die Etrusker stammen. Manches in ihren Gesichtszügen erinnert an Völkerstämme in Kleinasien. Sicher ist, dass sie als erste Bewohner Italiens eine Flotte besaßen und dass das Meer an der toskanischen Küste nach ihnen benannt ist. Auf jeden Fall war ihre Kultur der Römer überlegen. Sie kannten sich in Zahnchirurgie aus, sie verarbeiteten Eisen zu Stahl, sie gebrauchten auch schon Kupfer, Zinn und Bernstein. Ihre Städte, Tarquinii, Arretium, Perusia und Veii, waren viel moderner und schöner als die primitiven Dörfer der Latiner, Sabiner und anderer Völkerstämme der Halbinsel. Sie besaßen bereits Verteidigungsanlagen, richtige Straßen und, ganz wichtig, Kloaken. Sie waren also organisiert, während die anderen Stämme irgendwie alles dem Zufall überließen. Vor allem aber zeichnete die Etrusker ein ausgeprägter Handelssinn aus, der sie jedes Opfer bringen und jeder Gefahr trotzen ließ. Zu einer Zeit, als die Römer nicht wussten, was hinter dem nächsten Hügel vorging, waren die Etrusker schon bis nach Piemont und in die Lombardei vorgestoßen, hatten die Alpen überschritten, waren die Rhone und den Rhein aufwärts gewandert, um ihre Waren nach Gallien, der Schweiz und Germanien zu bringen. Während in Rom noch Schafe als Zahlungsmittel galten, kannten die Etrusker bereits Münzen. Sie waren offenbar ein fröhliches Völkchen, die Etrusker. Vielleicht verloren sie deshalb später den Krieg gegen die melancholischen Römer, deren Leben nur aus strenger Pflichterfüllung zu bestehen schien. Auf den Vasen, die die Römer vergaßen zu zerstören, sehen wir gut gekleidete Männer, von jenen Togen umhüllt, die die Römer später zu ihrem Nationalgewand erkoren. Sie trugen langes, gepflegtes Kopf- und Barthaar
und schönen Schmuck an den Handgelenken, am Hals und an den Fingern. Sie kannten den Tanz und den Sport, die Männer spielten Polo und liebten den Stierkampf. Die Frauen spielten gesellschaftlich eine Rolle. Wir sehen sie mit Gold und Edelsteinen geschmückt und geschminkt auf breiten Ruhebetten neben ihren Gebietern liegen und lächelnd den Spielen zusehen oder selber die Flöte blasen oder tanzen. Die Römer waren zu jener Zeit große Moralisten und gaben allen Frauen mit etwas freierem Lebenswandel den Namen Toskanerinnen, also Etruskerinnen. Die Religion verkörperte sich bei den Etruskern in einem Gott, der den Namen Tinia trug und seine Macht mit Blitz und Donner ausübte. Er regierte die Menschen nicht unmittelbar, sondern vertraute seine Befehle einer Art ausführendem Gremium von 12 großen Göttern an, die so erhaben waren, dass es Frevel bedeutete, auch nur ihren Namen auszusprechen. Alle Götter zusammen bildeten das große Gericht des Jenseits, wohin die Genien, die Seelen der Verstorbenen, wanderten, sobald diese ihre leibliche Hülle verlassen hatten. Dann begann ein richtiger Prozess. Wer nicht beweisen konnte, dass er immer nach dem Willen der Götter gelebt hatte, wurde in die Hölle geschickt. Es sei denn, Verwandten und Freunden gelang es durch Gebete und Opfer, die Götter gnädig zu stimmen. In diesem Falle kam der Verblichene ins Paradies, wo er sich allen weltlichen Freuden, die sich von denen unserer Tage nicht wesentlich unterscheiden, hingeben konnte. Die Etrusker hatten deshalb auch keinerlei Skrupel, Menschenopfer für die Rettung der Seelen zu bringen. Es bot sich geradezu an, Kriegsgefangene dafür zu benutzen. Einmal wurden 300 in der Schlacht gefangene Römer gesteinigt, um aus ihren noch dampfenden Lebern die Zukunft abzulesen. Doch auch Stiere in der Chronologie der Ereignisse. Der Nachfolger von Romulus und zweiter König von Rom wurde Numa Pompilius, den uns die Legende halb als Heiligen, halb als Philosophen überliefert hat. Er vollbrachte eine politische Großtat, als er für die vielen von den verschiedenen Völkern nach Rom gebrachten Götter eine Rangordnung einführte, die später seinen Nachfolgern Tullus Hostilius und Ancus Marcius erlaubte, ein geeintes Volk gegen die rivalisierenden übrigen Städte zu führen. Wahrscheinlich war er eher Hohepriester als König, denn die Macht lag in der Hand des Volkes. Rom war in 3 Stämme aufgeteilt: die der Latiner, der Sabiner und der, nach gelungener Unterwerfung, der Etrusker. Jeder Stamm wiederum gliederte sich in 10 Kurien oder Quartiere und jedes dieser Quartiere in 10 Gentes oder Geschlechter. Die Kurien tagten 2-mal im Jahr in den Kuriatkomiteen, und ihrer Volksversammlung oblag es, einen neuen König zu wählen, wenn der alte gestorben war. Jeder hatte gleiches Wahlrecht, und die Mehrheit entschied. Der König war lediglich der Ausführende. Solange Rom ein kleines Dorf war, funktionierte diese Demokratie ohne Klassenunterschiede ideal. Doch die Menschen vermehrten sich, die Bedürfnisse stiegen. Bald hatte der König, dem außer den religiösen Funktionen, den Opfern und Gottesdiensten auch die Rechtsprechung oblag, keine Zeit mehr für alle diese Pflichten und begann, die ersten Beamten zu ernennen. Geburtsstunde der Bürokratie. Und als sich weitere Hilfskräfte um die Straßen, die Volkszählung, die Grundsteuern, die Hygiene kümmerten, entstand bald das erste Ministerium, der Senat, ein Rat der Alten. Er bestand aus ungefähr 100 Bürgern, die zu Anfang nur die Aufgabe hatten, den König zu beraten, in der Folgezeit aber immer einflussreicher wurden. Irgendwann bildete sich auch ein stehendes Heer, das ebenfalls nach 30 Kurien eingeteilt wurde, von denen jede eine Centuria, also Hundertschaft, und eine Decuria, 10 Reiter mit Pferden zu stellen hatte. Diese 30 Hundertschaften und 30 Dekurien bildeten zusammen eine Legion. Das erste und einzige Armeekorps des alten Rom. Der König hatte als oberster Befehlshaber die Macht über Leben und Tod seiner Soldaten. Jedoch auch diese militärische Macht übte er nicht absolut und unkontrolliert aus. Wohl leitete er die Feldzüge, aber nicht ohne vorher den Soldatenrat anzuhören, dem er auch die Liste der zu ernennenden Offiziere, damals Prätoren genannt, vorlegte. Die alten Römer,
Bauernschlau hatten alle Vorkehrungen getroffen, damit sich ihr König nicht eines Tages in einen Tyrann verwandeln konnte. Er war und blieb Delegierter des Volkes. Auf den weisen Numa folgte Tullus Hostilius, der ein sehr viel lebhafteres Temperament besaß. Ihm lag die Politik, das Abenteuer und die Begierde im Blut. Nach 40 Friedensjahren gelüstete es ihn nach Sieg und Beute. Unter einem Vorwand überfiel er die Stadt Alba Longa, aus der Legende nach, die Vorfahren stammten, und er zerstörte sie. Dieser Eroberungsfeldzug muss Lust auf mehr gemacht haben. Zuerst unter Tullus Hostilius und später unter Ancus Marcius fingen die Römer denn auch wirklich mit allen Nachbarn Streit an. Und zu der Zeit, als Tarquinius Priscus als 5. König den Thron bestieg, war Rom schon zum Feind Nummer 1 des ganzen Gebietes geworden, das sich vom heutigen Civitavecchia im Norden bis Rieti im Osten und Frosinone im Süden ausdehnte. Bis zum 4. König waren in Rom die Bauern in der Mehrzahl, die Wirtschaft also überwiegend agrarisch. Die 3300 Soldaten, die damals das stehende Heer ausmachten, zeigen uns, dass die Bevölkerung ungefähr 30.000 Menschen umfasste, von denen die Mehrzahl auf dem Lande lebte und nur die knappe andere Hälfte in der Stadt. Sie hausten in Lehmhütten, die willkürlich und zerstreut errichtet waren, eine Eingangspforte, aber noch keine Fenster besaßen und einen einzigen großen Raum hatten, in dem alle Bewohner zusammen lebten, aßen, kochten und schliefen, Seite an Seite mit Hühnern, Eseln, Kühen und Schweinen. Am Morgen stiegen die Männer ins Tal, um die Felder zu bestellen, die Senatoren wie die anderen. Hygiene und Pflege der eigenen Person war, auch bei den Frauen, auf ein Minimum beschränkt. Keine Schönheitsmittel, keine Eitelkeit, wenig Wasser, das man erst mühselig vom Tal heraufschleppen musste. Aborte und Kloaken waren unbekannt, Bärte und Haare wuchsen ungepflegt, und was die Kleidung angeht, so darf man sich nicht an die Denkmäler halten, die aus sehr viel späterer Zeit stammen. Die Römer trugen, bevor sie die Toga bei den Etruskern schätzen lernten, eine Art ärmelloses Hemd mit einem Loch, durch das der Kopf gesteckt wurde. Leibliche Genüsse waren so gut wie unbekannt. Die Römer haben bewiesen, dass man die ganze Welt erobern kann, auch wenn man sich mit ein paar Löffeln in Wasser gekochten Mehls, ein paar Oliven, etwas Ziegenkäse und an den Feiertagen mit einem Glas Wein begnügen muss, der ohnehin meistens mit Wasser verdünnt wurde. Auch der König lebte nicht viel anders. Erst zur Zeit der Tarquinier-Dynastie bekam er eine Art besonderer Wohnung, einen Helm und die königlichen Abzeichen. Bis zu Ancus Marcius war er ein Gleicher untergleichen gewesen, der wie alle anderen auch sein Feld gepflügt, gesät und abgeerntet hatte. Er mischte sich ohne Wachen unter das Volk, denn sonst wäre er in den Verdacht geraten, seine Untertanen mit Gewalt statt mit ihrer freien Zustimmung zu regieren. Die Kriege führten die Römer damals noch ohne besondere militärische Organisation. Der Prätor, der seine Centuria oder Decuria kommandierte, trug keine besonderen Abzeichen. Als Waffen hatten die Soldaten Steine, Stöcke oder ganz primitive Schwerter. Die ersten Kriege, die Rom unter seinen abenteuerlustigen Königen führte, ähnelten vermutlich eher Jahre nach der Gründung Roms lebte ein gewisser Lucius Tarquinius in der Stadt. Ein Mann, der sich beträchtlich von denen unterschied, die die Römer bisher zu ihren Königen oder Senatoren gewählt hatten. Er stammte aus Tarquinii und war der Sohn eines aus Korinth eingewanderten Griechen namens Demerao und einer Etruskerin. Er war ehrgeizig aufgeweckt und vorurteilslos. Er war reich, elegant, verschwenderisch und der Einzige in der Stadt, der etwas von Mathematik, Philosophie und Geographie verstand. Die Politik hatte er im Blut, und was Diplomatie und Intrigen anging, stand er turmhoch über seinen schlicht gestrickten Mitbürgern. Er war der Erste, schrieb später Titus Livius über ihn, der Ränke schmiedete, um König zu werden, und Reden hielt, um sich die Unterstützung des Plebs zu sichern. Die Plebs ist ein neues Element in der römischen Geschichte. Die 4 ersten römischen Könige hatten es nicht nötig gehabt, um die Gunst des niederen Volkes zu werben.
In den Volkskomiteen, den Kuriatkomiteen, die den König zu wählen hatten, bestanden keine Klassenunterschiede. Alle waren Bürger, alle besaßen mehr oder weniger Land und alle hatten das gleiche Wahlrecht. Nach dem Tode des Ancus Marcius hatte sich aber die Lage von Grund auf geändert. Die Bedürfnisse des Krieges hatten eine Industrie entwickelt und das etruskische Element der Waffenschmiede, Tischler und Kaufleute gefördert. Aus Tarquinii, aus Arretium, aus Veii waren neue Handwerker nach Rom eingewandert und die Werkstätten hatten sich mit Gesellen gefüllt. Höhere Löhne hatten ländliche Arbeitskräfte in die Stadt gezogen und mancher Soldat blieb lieber in Rom, als nach beendetem Feldzug auf seinen heimatlichen Acker zurückzukehren. Aber vor allem hatten die siegreichen Kriege eine große Zahl von Sklaven in die Hauptstadt gespült. Und diese zusammengewürfelten Menschen machten das Plenum aus, von denen später das Wort Plebs abgeleitet wurde. Lucius Tarquinius und seine etruskischen Freunde begriffen bald, dass sie aus dieser von den Bürgerversammlungen ausgeschlossenen Bevölkerungsschicht Nutzen ziehen konnten. Es musste ihnen allerdings gelingen, sie davon zu überzeugen, dass nur ein etruskischer, also fremder König ihre Rechte schützen würde. Hinter Lucius standen jene Leute, die wir heute Unternehmer oder Industrielle nennen würden, Leute mit Geld, die sich Wahlpropaganda etwas kosten ließen, um sich eine Regierung zu sichern, die ihre Interessen vertreten würde. Im Vergleich dazu hat sich heute nicht viel geändert. Es gelang, wie auch immer diesen Leuten, Lucius Tarquinius auf den Thron zu hieven, der unter dem Namen Tarquinius Priscus 38 Jahre lang regierte. Um ihn dann endlich loszuwerden, mussten die Patrizier, also die Landbesitzer, zum Mord schreiten. Lucius Tarquinius war ein autoritärer, demagogischer und kriegerischer Herrscher. Er erbaute sich einen Palast im etruskischen Stil, der um vieles prächtiger war als der einfache römische Königssitz. Er thronte dort mit dem Zepter in der Hand und einem gefederten Helm auf dem Haupt, von einer Leibgarde umgeben, denn er wusste bei seinen Untertanen Eindruck zu schinden. Rom machte objektiv betrachtet unter seiner Herrschaft einen gewaltigen Schritt vorwärts. Die ersten Abwasserkanäle wurden erbaut, wahrscheinlich auch das Forum und der Circus Maximus, endlich auch richtige Häuser mit Fenstern und einem Atrium. Der König hatte zeitlebens gegen den Senat zu kämpfen, der nicht gewillt war, auf sein Kontrollrecht zu verzichten. Da das immer mühsamer wurde, beschloss der Senat, den Tarquinier durch Mord zu beseitigen. Doch die Patrizier begingen den unverzeihlichen Fehler, seine Frau und seinen kleinen Sohn am Leben zu lassen. Tanaquilla, die Königin, war Etruskerin und hatte mit ihrem Mann nicht nur das Ehebett, sondern auch die Arbeit und die Regierungsgeschäfte geteilt. Sie interessierte sich für Außenpolitik, für die Finanzen und wusste mehr als mancher der Senatoren, unter denen es noch Analphabeten gab. Nach der Beisetzung ihres Gemahls bestieg sie den Thron und regierte im Namen ihres Sohnes Servius Tullius, der als erster und letzter römischer König die Krone erbte, ohne gewählt worden zu sein. Als erstes gab Servius den Söhnen freigelassener Sklaven das Bürgerrecht und schaffte die alte Einteilung nach Kurien ab. An ihrer Stelle führte er 5 Klassen ein, in die gesamte Bevölkerung, Patrizier und Plebejer, nach ihrem Vermögen oder nach ihrem Grundbesitz eingestuft wurde. Entsprechend wurden dann die Steuern festgesetzt und der Kriegsdienst geregelt. Von jetzt an waren es also die wirtschaftlichen Unterschiede, die auch politisch zum Tragen kamen. Jetzt verfügte die erste Klasse über 98 Stimmen und die letzte nur über eine einzige. Alles in allem waren es 193. Praktisch genügten also die 98 Stimmen der ersten Klasse der Reichen, um die Mehrheit zu erlangen. Es wurde ein kapitalistisches Regime, das das Monopol der Macht aus den Händen der Landbesitzer in die der Großindustriellen legte und damit die Befugnisse des Senats, der sich aus weniger vermögenden Leuten zusammensetzte, beträchtlich beschnitt. Was konnten die Senatoren dagegen unternehmen? Servius,
hatte ohne ihre Billigung den Thron bestiegen und stützte sich auf die Reichen, denen er neue Macht, und auf die Plebejer, denen er Arbeit, Brot und Bürgerrechte verschafft hatte. Um den König zu stürzen, gewannen die Senatoren seinen Neffen. Schließlich hatte der als enger Verwandter freien Zutritt zur Königsburg. Doch als der junge Tarquinius seinen Onkel erdolcht hatte, blieb den Senatoren der Erleichterungsseufzer im Halse stecken, denn der junge Mörder ließ sich, ohne um Erlaubnis zu fragen, auf dem Thron nieder. Diese ganze Aktion der Demokraten erwies sich ohnehin als glorioser Fehlschlag, denn der junge König war bei weitem tyrannischer und gewalttätiger als sein Vorgänger. Er verbrachte fast seine ganze Regierungszeit auf Kriegszügen. Unter ihm eroberten die Römer nicht nur ganz Sabinien, sondern auch die südlich von Rom gelegenen Kolonien. Ein Komplott zwang ihn schließlich in die Heimat seiner Vorfahren, in den Norden nach Etrurien zu fliehen. In Rom wurde die Republik ausgerufen. Man schrieb das Jahr 508 vor unserer Zeitrechnung, und seit der Gründung der Stadt waren 245 Jahre vergangen. Wie fast alle Völker, die ihre Regierung wechseln, begrüßten auch die Römer die neue Republik mit Begeisterung. Natürlich waren sie überzeugt davon, dass sich jetzt alle ihre Hoffnungen auf Freiheit und soziales Recht erfüllen würden. Endlich ist er gestürzt, der elende Tyrann. Dieser verfluchte Meuchelmörder, der sich zu unser aller Herrscher gegen jedes Recht der Natur aufgeschwungen hat. Ihr habt ihn vertrieben, das ist wohl wahr. Aber der König hatte noch genügend Zeit, sein kostbares Geschmeide und seine herrlichen Gewänder mitzunehmen. Endlich werden wir ein freies Volk sein, nur den Göttern untertan, so wie es unsere Ahnen bestimmten, als sie Rom gründeten. Und er wird sich mit seinen Landsleuten, diesen verfluchten Etruskern, verbünden, uns alle erschlagen, unsere Hütten verbrennen und unsere Kinder in die Sklaverei führen. Wir sind Römer. Wir fürchten außer den Göttern nichts auf der Welt. Niemand darf uns ungestraft drohen. Niemand darf uns beherrschen. Wir werden um unsere Freiheit kämpfen bis auf den letzten Blutstropfen. Und uns werden die Etrusker Gewalt antun und in die Sklaverei schleppen. Eine Römerin weiß schließlich, was sie zu tun hat, wenn ihre Ehre bedroht ist. Und echte Römer sollten es gar nicht so weit kommen lassen. Anstelle des Königs wurden 2 Konsuln eingesetzt. Gewählt wurden Lucius Brutus und Publius Valerius. Der letztere erwarb sich den Beinamen Publiculus, Freund des Volkes, weil er einige Gesetze bestätigen ließ, die grundlegend für die ganze Dauer der Republik sein sollten. Sie sahen die Todesstrafe für jeden vor, der sich ohne Zustimmung des Volkes eines öffentlichen Amtes bemächtigen wollte, ferner das Recht jedes zum Tode verurteilten römischen Bürgers an die Kuriatkomiteen zu appellieren, sowie das Recht, jeden zu töten, notfalls auch ohne Prozess, der versuchen sollte, sich zum König ausrufen zu lassen. Publius führte auch den Brauch ein, dass die Liktorenbündel, die unter Mussolini wieder in Mode gekommenen Fasci, die man dem Konsul als Symbol seiner Macht beim Betreten der Kuriatkomiteen vorantrug, gesenkt wurden, um bildlich zu zeigen, dass diese Macht vom Volk verliehen war. Das waren alles hübsche Sachen, die zunächst auch großen Eindruck machten. Doch mit der Zeit, als die erste Begeisterung verflogen war, fragten sich die Römer, worin denn nun eigentlich der praktische Vorteil des neuen Systems liege. Zwar hatten jetzt alle Bürger das Wahlrecht, aber in den Komiteen blieb man dabei, nach Klassen zu wählen, so dass die Millionäre der ersten Klasse 98 Zenturien, also 98 Stimmen hatten, die allein schon ausreichten, den anderen ihren Willen aufzuzwingen. Einer der ersten Beschlüsse der neuen Republik betraf dann auch den Widerruf der Landverteilung an die Armen, die die Tarquinier in den von ihnen eroberten Ländern vorgenommen hatten. Viele kleine Grundbesitzer sahen sich jetzt ihres Stückchen Landes beraubt und kehrten arbeitssuchend nach Rom zurück. Aber dort gab es wenig Beschäftigung für sie. Die Konsuln wurden nur für die Dauer eines Jahres gewählt und konnten in einer so kurzen Amtszeit nicht die großen öffentlichen Bauten beschließen, wie die auf Lebenszeit ernannten Könige. Die Stadt befand sich in einer ständigen Krise, und den enteigneten, von außen zuwandernden Bauern ging es schlecht, sehr schlecht.
Die Propagandisten des neuen Regimes aber wurden nicht müde, dem Volk die Verbrechen der Könige vor Augen zu führen. Ein Punkt, bei dem die Propagandisten besonders gern verweilten, war der angebliche Versuch der Tarquinier, Rom zu einer Kolonie Etruriens zu erniedrigen. Aber gerade den Etruskern verdankte Rom seinen Circus Maximus, seine große Kloake, seine Ingenieure und Handwerker, seine Gladiatorenspiele und Volksbelustigungen, seine Mauern und Kanäle und schließlich auch seinen aus Etrurien importierten Götterkult. Die Propagandisten, die gegen den Feind im Norden hetzten, sollten schließlich Recht behalten. Schon bald nach der Flucht des Tarquinius erklärten die Etrusker Rom den Krieg. Wir wissen heute nicht genau, wie es der abgesetzte König geschafft hat, die Etrusker zum Feldzug gegen den gefährlichen Nachbarn zu überreden. Aber die Situation, das wird der Exilkönig seinen Gastgebern erklärt haben, war so günstig wie nie. Wirtschaftlich lag die Stadt danieder, innere Unruhen schienen sie zu lähmen. Rom, so berichtet die Legende, verrichtete in diesem Krieg wahre Wunder an Heldenmut. Mutius Scaevola schlich sich ins feindliche Heerlager, um den gegnerischen General Porsenna zu ermorden, verfehlte aber sein Ziel und verbrannte, um sich zu strafen, seine Hand freiwillig über einem glühenden Kohlenbecken. Horatius Cocles hielt an der Tiberbrücke die feindliche Streitmacht so lange auf, bis seine Waffengefährten die Brücke hinter ihm zerstört hatten. Doch es half alles nichts. Der Krieg war verloren. Die bedingungslose Übergabe Roms an General Porsenna brachte diesem alle etruskischen Gebiete wieder zurück. So blieb denn Rom, das unter seinen Königen die Hauptstadt eines kleinen Imperiums gewesen war, nur noch Herr eines winzigen Territoriums. Fast ein Jahrhundert brauchte die spätere Weltmacht, um sich von diesem Schlag zu erholen. Aber zunächst wurden 2 Verträge abgeschlossen. Einer mit Karthago, um sich von der Meerseite Ruhe zu verschaffen, und einer mit der Lateinischen Liga. Beide setzten weitere Verzichte voraus, doch kostete Rom der Vertrag mit den Karthagern damals nicht viel, da es selbst keine nennenswerte Flotte besaß. Schmerzlicher war der Verzicht auf dem Lande, der vom Konsul Spurius Cassius unterzeichnet werden musste. Rom blieb lediglich Herr über 500 Quadratmeilen. Der Foedus, jener berühmte Vertrag aus dem Jahre 493, begann mit den hochtrabenden Worten: Möge Frieden zwischen den Römern und den lateinischen Städten herrschen, solange Himmel und Erde bestehen. Himmel und Erde bestanden noch, als kaum ein Jahrhundert später die Römische Republik den Städten des Lateinischen Bundes den Garaus machte. Der Krieg forderte noch ein anderes Opfer, Tarquinius, den römischen König im Exil. Er war schon reisefertig gewesen, um nach Rom zu eilen und seinen Rachegelüsten freien Lauf zu lassen, als General Porsenna ihn zurückhielt und erklärte, dass er nicht die Absicht habe, ihn wieder auf den Thron zu setzen. Er misstraute wohl dem verschlagenen Intriganten. Etrurien war ein anarchisches Gebilde aus Städten, die voneinander unabhängig bleiben wollten und keine Beschränkung ihrer Autonomie duldeten. Wahrscheinlich würde nun Rom unter den Tarquiniern zwar wieder eine etruskische Stadt werden, aber Etrurien selbst möglicherweise eine römische Provinz. Das wollte Porsenna, der nicht nur General, sondern auch Staatsmann war, nicht. Tarquinius starb einsam und verbittert in Cumae. Unterdessen hatte die innere Verfassung Roms mit dem Gesetz der 12 Tafeln einen wichtigen Schritt vorwärts getan. Es bedeutete einen unbestreitbaren Erfolg der Plebejer, die unablässig die Forderung erhoben hatten, dass die Gesetze nicht mehr ausschließlich in den Händen der Priester, was ein Monopol der Patrizier war, verblieben, sondern dass sie öffentlich verkündet würden. Bis dahin waren nämlich die Gesetze, nach denen Recht gesprochen wurde, geheim gewesen und von den Priestern eifersüchtig gehütet worden.
Sie wurden sogar mit religiösen Zeremonien vermischt, durch die man den Willen der Götter zu erfahren suchte. So geschah es mitunter, dass die Götter einen Mörder, wenn sie gerade guter Laune waren, laufen ließen und einen Hühnerdieb, wenn sie missgestimmt waren, zum Tode verurteilten. Und da diejenigen, die den Willen der Götter zu erkunden hatten, ausschließlich Patrizier waren, fühlten sich die Plebejer ohne Schutz. Unter dem Druck äußerer Gefahr durch den Ansturm der Volsker, Äquer und Gallier und unter der Androhung, aus der Stadt auszuwandern, gab der Senat nach langem Zögern nach und schickte 3 seiner Mitglieder nach Griechenland, um die dort bestehenden Gesetze zu studieren. Nach ihrer Rückkehr wurde eine Kommission von 10 Gesetzgebern gebildet, die sogenannten 10 Männer. Unter dem Vorsitz von Appius Claudius verfassten sie die Gesetze der 12 Tafeln, die zur Quelle des gesamten römischen Rechts wurden. Das war im Jahr 461, ungefähr dem 300. Gründungsjahr Roms. Noch war es nicht der endgültige Triumph der Demokratie, die erst ein Jahrhundert später mit dem Licinischen Gesetz der Gleichberechtigung von Plebejern und Patriziern kommen sollte, aber es war ein großer Schritt vorwärts. Der König von Epirus, der berühmteste Heerführer seiner Zeit, war eine seltsame Erscheinung. Vielleicht hätte er lange und in Frieden leben können, wenn er sich mit seinem kleinen gebirgigen Reich begnügt hätte. Aber er hatte wahrscheinlich Homer und von den Heldentaten des Achill gelesen und fühlte in seinen Adern das Blut des großen Alexanders fließen. So wurde er zu einer jener Feldherrenfiguren, wie sie später das 15. Jahrhundert in Italien hervorbrachte, zum Condottiere, der sich, von Abenteuerlust erfüllt, in den Dienst fremder Herren stellte. So nahm er das Angebot der von Rom bedrängten Einwohner von Tarent mit Begeisterung an. Tarent war damals eine große griechische Stadt, die unter der Regierung des Archytas, einem der bedeutendsten Staatsmänner des Altertums, große Fortschritte in Industrie, Handel und Kunst gemacht hatte. Über ein schlagkräftiges Heer verfügte die Stadt allerdings nicht. Pyrrhos, der Abenteuerkönig aus Griechenland, schiffte sich mit seinen Soldaten also ein und stellte sich bei Herakles den Römern. Zum ersten Mal standen diese einer neuen, ihnen völlig unbekannten Waffe gegenüber, den Kriegselefanten und dem griechisch-mazedonischen Söldnerheer in Phalanxstellung. Pyrrhos siegte nach einem blutigen Kampf, doch das römische Bürgerheer hatte ihm solche Verluste beigebracht, dass man seit jener Zeit von einem Pyrrhos-Sieg zu sprechen pflegt, wenn er vom Sieger zu teuer erkauft wurde. Noch einmal versuchte es der Heerführer im nächsten Jahr, 279, bei Asculum, aber auch hier waren seine Verluste so furchtbar, dass er angesichts des von Leichen bedeckten Schlachtfeldes ausgerufen haben soll: noch solch einen Sieg, und ich bin verloren. Er schickte einen seiner beredten Gesandten, Cineas, mit 2000 Gefangenen nach Rom, die, so lautete seine Weisung, zurückkehren mussten, sollten die Friedensverhandlungen scheitern. Wie es heißt, war der römische Senat fast bereit, die Bedingungen anzunehmen, als sich der greise, erblindete Appius Claudius erhob und an die altrömische Sitte erinnerte, im Unglück nicht nachzugeben und nie mit einem Feind zu verhandeln, solange dieser seine Lager auf heimatlichem Boden hatte. Von diesem Stolz beeindruckt und gerührt durch den Edelsinn eines unerschrockenen Römers, Gaius Fabricius, der ihn vor einem Vergiftungsanschlag seines eigenen Arztes warnte, gab Pyrrhos alle römischen Gefangenen ohne Lösegeld frei und verließ Italien. Er schiffte sich nach den griechischen Städten Siziliens ein, deren Angebot, sie von den Karthagern zu befreien, er angenommen hatte. Doch auch dort hatte er kein Glück. Die Griechen, die ihn gerufen hatten, verweigerten ihm die versprochenen Hilfstruppen. Entmutigt kehrte er nach Tarent zurück, das inzwischen von römischen Legionen angegriffen worden war. Diesmal erschraken die römischen Legionen nicht mehr vor den Elefanten, und Pyrrhos wurde von ihnen im Jahre 275 endgültig bei Malevento geschlagen.
Enttäuscht verließ der alte Haudegen die italienische Halbinsel und starb kurze Zeit später bei einem lächerlichen Straßenkampf in Argos. Genau 70 Jahre waren vergangen, seit Rom sich nach Überwindung der inneren Krisen durch den Sturz der Monarchie auf Eroberungskriege verlegt hatte. Rom war jetzt der Herr der Halbinsel, vom toskanischen Apennin bis zur Meerenge von Sizilien. Die feindlichen Ländereien wurden an arme römische Bürger verteilt, deren Auswahl man nach dem Gesichtspunkt der Kriegstauglichkeit traf. Meist handelte es sich um erprobte Veteranen, von denen man wusste, dass sie Rom gut verteidigen würden. Zudem führte Rom in der Ruhezeit nach dem Sieg über Pyrrhos eine Reihe großer innenpolitischer und verwaltungstechnischer Verbesserungen durch, die viel dazu beitrugen, aus den besetzten Gebieten einen einheitlichen Staat zu bilden. Die von Appius Claudius von Rom nach Capua gebaute und nach ihm benannte Via Appia, ein Wunderwerk des Straßenbaus für die damalige Zeit, wurde bis Brundisium und Tarent verlängert. Über sie reisten jetzt nicht nur Soldaten, sondern auch die Bauern, die die eroberten Gebiete kolonisierten, und ein Heer von Verwaltungsbeamten, die römisches Recht und römische Staatsordnung in die besetzten Gebiete brachten. An der Spitze seiner Bürokratie standen die Prätoren und Justizbeamten, die nach römischer Sitte Recht sprachen. Dann kamen die Ädilen, denen die Markt- und Straßenpolizei sowie die Aufsicht über die öffentlichen Spiele oblag. 2 Zensoren schätzten das Vermögen der Bürger ab, verpachteten die Staatsländereien und zogen die Steuern der unterworfenen Völker ein. Sie sorgten auch für Sitte und Moral. Quästoren verwalteten die Staats- und Kriegskasse, überwachten die Ausgaben für die Staatsbauten, den Gottesdienst und die Besoldung der niederen Beamten. Die Beamten wurden jedes Mal auf 1 Jahr, die Zensoren alle 5 Jahre gewählt. Wer sich dem Staatsdienst widmete, bekleidete zuerst die Quästur, dann die Ädilität, schließlich die Prätur und zum Schluss das Konsulat. Auch die Plebejer wurden dem Gesetz nach nicht mehr von den Staatsämtern ausgeschlossen, und da das Amt eines Prätors für den, der es ausübte, die Zugehörigkeit zum Senat mit sich brachte, war ihnen, zumindest theoretisch, auch der Weg zu der letzten Bastei der Patrizier geöffnet. Eine außergewöhnliche Würde wurde nur dem Diktator zuerkannt, der in gefahrvoller Lage auf höchstens 6 Monate gewählt werden konnte und während dieser Zeit die unumschränkte höchste militärische und bürgerliche Gewalt in seiner Person vereinte. Mit diesem bis ins Kleinste geordneten Staatswesen ging Rom an die Eroberung der damals bekannten Welt. Das Reich der Karthager wurde von den Phöniziern gegründet, einem Volk semitischer Rasse und Sprache wie das jüdische, große Kaufleute und Seefahrer, die mit ihren Schiffen überall in der damals bekannten Welt umherfuhren und mit jedem, der anzutreffen war, Handel trieben. Sie waren die ersten Seefahrer, die die Meerenge von Gibraltar durchsegelten, längs der afrikanischen Küste im Atlantischen Ozean kreuzten und bis ins heutige Portugal vorstießen. Sie legten an fremden Küsten Warenlager und Plätze für Schiffsreparaturen an. So entstanden Leptis Magna, Utica, Biserta und Bona. Die Karthager verstanden auch viel von der Landwirtschaft. Die Römer staunten über den fachmännischen Anbau von Wein, Oliven und Obst. Ein großer Teil der Landesprodukte wurde auf Schiffe verfrachtet, um nach Spanien oder Griechenland exportiert zu werden. In Karthago ausgerüstete Karawanen durchquerten die Wüste Sahara, entdeckten Gold und Elfenbein und brachten es in ihre Heimat. Karthago besaß bereits Geldscheine in Form von Lederstreifen, als Rom noch seine ersten primitiven Metallmünzen prägte. Karthagisches Geld bedeutete im Mittelmeerraum das, was heute der Dollar in der Welt darstellt. Sein Nennwert war durch Gold garantiert, das sich in Karthagos Staatskasse bis zur Decke stapelte. Die 200.000 bis 300.000 Einwohner wohnten nicht in Hütten wie die Römer, sondern, sofern sie zur ärmeren Bevölkerung gehörten, in Wolkenkratzern bis zu 12 Stock Höhe. Die Reichen lebten in von Gärten und Teichen umgebenen Palästen.
Zahllos waren die Tempel und öffentlichen Bäder. Der Hafen besaß 220 Molen und war mit 440 marmornen Säulen geschmückt. Mit Türmen gespickte Bastionen umgaben die Stadt, wie eine Maginot-Linie, die bis zu 20.000 Soldaten mit voller Ausrüstung, 4.000 Pferde und 300 Elefanten fassen konnte. Die Reichen kleideten sich in elegante, purpurgesäumte Gewänder und trugen einen Ring in der Nase. Die Frauen gingen verschleiert und verbrachten ihre Zeit meist innerhalb des Hauses. Doch stand ihnen die geistliche Laufbahn offen, in der sie es zu hohen Würden bringen konnten. Die Prostitution war angesehen und ein üppig blühendes Gewerbe. Die Karthager feierten gern und oft, galten als große Esser und Trinker. Ihren Göttern brachten sie in Zeiten der Not Opfer, meist Ziegen und Kühe. Dem wichtigsten Gott Baal-Hamon aber wurden Kinder dargebracht, die man in die Arme der bronzenen Statue legte und von dort in das darunter angezündete Feuer rollen ließ. Bis zu 300 wurden da an einem Tage unter dem ohrenbetäubenden Lärm von Trompeten und Trommeln, die ihre Schreie übertönen sollten, verbrannt. Die Mütter mussten ohne Tränen und Jammern der Szene beiwohnen. Vermutlich war es üblich, dass reiche Familien Kinder von Armen kauften, wenn sie ihren Nachwuchs für das Opfer zu stellen hatten. Wie in Rom war die oberste gesetzgebende Behörde der Senat. Er bestand aus 300 Mitgliedern. Auf dem Meer duldeten die Karthager keinerlei Konkurrenz. Jedes fremde Schiff, das in ihre Reichweite kam, wurde erbarmungslos requiriert oder mit der gesamten Besatzung versenkt, ganz gleich woher es kam und welcher Nationalität es angehörte. Es war die Begehrlichkeit der Römer, die den ersten Punischen Krieg auslöste. Sizilien, diese blühende Kornkammer im Mittelmeer, war zu verlockend, als dass man sie auf Dauer dem Einfluss Karthagos überlassen wollte. Die Zenturienversammlung übertrug die Ausführung zur Vertreibung der Karthager von der Insel dem Konsul Appius Claudius. Im Frühjahr des Jahres 264 segelte eine kleine römische Flotte durch die Meerenge von Sizilien, nahm Messina ein und setzte den karthagischen General Hanno gefangen. Man stellte ihn vor die Wahl, Rückzug oder Gefangenschaft. Hanno zögerte keine Minute und kehrte mit seinem kleinen Heer in die Heimat zurück, wo man ihn, zum Dank dafür, kreuzigte. Denn Karthago hatte keineswegs vor, sich von den Römern etwas gefallen zu lassen. Die Stadt schickte einen neuen General an der Spitze von frischen Truppen. Die landeten in Sizilien und nahmen zunächst Kontakt mit den Griechen auf. Es gelang ihnen auch, erst mit Agrigent und dann mit Syrakus ein Bündnis zu schließen. Appius Claudius hingegen hatte auf die jahrhundertealte Feindschaft zwischen Griechen und Phöniziern gebaut und sah sich und sein Heer von dieser neuen Freundschaft überrumpelt. Er griff zur List. Er ließ die Nachricht verbreiten, dass die veränderte Lage ihn zwinge, nach Rom zurückzukehren, um dort neue Befehle einzuholen. Und um die Täuschung glaubhaft zu machen, ließ er auch einige Schiffe nach Norden segeln. Die sich in Sicherheit wiegenden Karthager vernachlässigten die Überwachung der Meerenge, worauf Appius mit 20.000 Mann südlich von Messina vor dem syrakusischen Feldlager landete und es angriff. Hieron, der Feldherr von Syrakus, kämpfte tapfer. Doch das plötzliche Erscheinen der Römer machte ihn misstrauisch. Er glaubte an einen Verrat der Karthager und kehrte empört nach Syrakus zurück. Nachdem Appius auf diese Weise die Karthager isoliert hatte, warf er sich ihnen mit aller Macht entgegen. Doch es gelang ihm nicht, Messina einzunehmen. So ließ er einen kleinen Teil seines Heeres zur Belagerung der Stadt zurück und eilte mit dem Gros seiner Truppen dem flüchtenden Hieron nach, um sich den Rücken freizuhalten. Doch Hieron bereitete den Römern eine schwere Niederlage. Appius überlebte mit knapper Not und musste einsehen, dass sein Unternehmen schwieriger war, als es sich der Senat in Rom vorgestellt hatte. Er ließ den Rest seiner Truppen vor Messina zurück und schiffte sich nach Rom ein, um Verstärkung zu erbitten. Jetzt war die Diplomatie gefragt. Der gelang es, Hieron auf die Seite Roms zu ziehen. Das war zwar ein Erfolg, reichte aber allein nicht aus. Auch Agrigent wäre nötig gewesen, aber diese Stadt war von einer starken karthagischen Garnison besetzt.
Zwar belagerten es die Römer und zwangen die Verteidiger nach 7 Monaten zu einem Ausfall, bei dem sie auch geschlagen wurden, aber Karthago schickte sofort ein neues Heer unter dem Befehl des Generals Hamilkar. Der wählte eine neue Taktik, vermied die Schlacht zu Lande und griff mit seiner Flotte die Seestützpunkte der Römer an der Küste an und errang Sieg auf Sieg. Aber nun zeigte sich die wahre Stärke Roms. In wenigen Monaten wurden unter unglaublichen Anstrengungen 120 Schiffe auf Kiel gelegt und gegen Hamilkar geschickt. Der besaß 130 Schiffe und den Hochmut der Karthager, die noch nie jemanden auf dem Meer fürchten mussten. Doch als sich die feindlichen Flotten begegneten, erlebte Hamilkar die Überraschung seines Lebens. Die plumpen römischen Schiffe waren mit Enterbrücken ausgestattet. Über diese stürmten die Legionäre mit ihren erhobenen Kurzschwertern auf die feindlichen Schiffe und kämpften so kühn, wie sie es zu Lande gewohnt waren. Sie schafften es also, ihre Kampftechnik dem Gegner aufzuzwingen. Hamilkar verlor 1/3 seiner Flotte und floh. Karthago war erschüttert. Hatte es sich doch auf dem Meer für unbesiegbar gehalten. Die Römer aber platzten vor Stolz und beschlossen, den Krieg über das Mittelmeer hinweg ins Herz des Feindeslandes zu tragen. Sie bauten eine zweite Flotte von 330 Schiffen mit 150.000 Mann Besatzung und stellten sie unter den Befehl des Konsuls Attilus Regulus. Karthago bewaffnete eine gleich große Seemacht und gab das Kommando an Hamilkar. Der Zusammenstoß fand auf der Höhe von Sizilien statt und endete unentschieden. Die Römer verloren 24 Schiffe, die Karthager 30. Aber Regulus konnte bei Kapon auf afrikanischem Boden landen. Die entscheidende Schlacht wurde bei Tunis ausgefochten. Von dem vernichtend geschlagenen römischen Heer retteten sich nur 2000 Mann. Regulus selbst geriet in Gefangenschaft. Man schrieb das Jahr 255. Rom brauchte 5 Jahre, um sich von dieser materiellen und moralischen Niederlage zu erholen, die den Krieg wieder nach Sizilien getragen hatte. In diesen 5 Jahren war das Kriegsglück wechselnd, mit leichten Vorteilen für die Karthager. Bis ihr neuer General Hasdrubal beim Versuch Palermo zu nehmen besiegt wurde und 20.000 Soldaten verlor. Karthago war jetzt kriegsmüde und schickte den Kriegsgefangenen Regulus zusammen mit Gesandten nach Rom, um Friedensvorschläge zu unterbreiten. Regulus musste sein Ehrenwort geben, beim Scheitern der Verhandlungen nach Karthago zurückzukehren. Der Senat forderte ihn auf, in Gegenwart der karthagischen Gesandten offen seine Meinung zu sagen. Mitbürger, ich sage euch, Karthago ist erschöpft, der Sieg nicht mehr allzu fern. Nur noch eine kleine Anstrengung, und wir haben den Feind besiegt. Nehmt auf mein Leben keine Rücksicht, wenn es um die Größe Roms geht. Trotz flehentlicher Bitten seiner Gattin kehrte Regulus nach Karthago zurück. Dort waren sie nicht gerade gut auf ihn zu sprechen und marterten ihn zu Tode, indem sie ihm wochenlang den Schlaf raubten. Aber die römischen Staatskassen waren leer, und Rekruten gab es auch kaum noch. Da finanzierten die reichsten Bürger aus eigener Tasche den Bau einer neuen Flotte von 200 Schiffen und stellten sie dem Konsul Lutatius Catulus zur Verfügung. Der blockierte die Häfen von Drepanum und Lilybaeum. Die Karthager ihrerseits schickten eine Flotte von 400 schwer bewaffneten, mit allem Proviant versehenen Schiffen. Gelang diesen die Landung, so bedeutete es das Ende der römischen Herrschaft in Sizilien. Gegen den ausdrücklichen Befehl des römischen Senats griff der selbst schwer verwundete Catulus dennoch an. Die überladenen karthagischen Schiffe waren in ihrer Manövrierfähigkeit behindert. 120 wurden versenkt. Der Rest stob in wilder Flucht auseinander. Dem von seiner Heimat abgeschnittenen karthagischen General Hamilkar blieb nichts anderes übrig, als um Frieden zu bitten. Lutatius Catulus nahm das Friedensangebot sofort an, billigte dem Feind einen ehrenhaften Abzug zu und überließ das Festsetzen der weiteren Bedingungen dem römischen Senat. Einige Römer warfen dem Catulus seine übergroße Milde vor, doch der Senat war klug genug, vorläufig nicht an eine Fortsetzung der Kämpfe zu denken.
Er verlangte von den Karthagern den Abzug aus Sizilien, die Rückgabe der Gefangenen und innerhalb von 10 Jahren die Bezahlung von 4.400 Talenten. Die Bedingungen waren überraschend maßvoll, und Karthago beeilte sich, sie zu akzeptieren. So endete der Krieg, der 25 Jahre von 265 bis 241 gedauert hatte. Aber Römer und Karthager wussten, dass dieser Krieg keine Entscheidung gebracht hatte, dass es auf Dauer nur eine Macht im Mittelmeerraum geben konnte. Beide Völker waren nach diesem Krieg erschöpft. Doch die Folgen waren für Karthago weitaus schlimmer als für Rom. Die Regierung von Karthago hatte sich geweigert, den Soldaten, die unter Hamilkar gedient hatten, den Sold auszuzahlen. Als sie sich unter dem Korporal Mato erhoben, erhielten sie sofort Unterstützung von den unterjochten Völkerstämmen, besonders von den Libyern. Sie bildeten eine reguläre Armee unter dem Befehl eines neapolitanischen Sklaven Spendius und belagerten die Hauptstadt. Hamilkar zögerte lange, gegen seine eigenen Soldaten ins Feld zu ziehen. Doch als die Aufständischen 700 gefangene Karthager vor den Wällen der Stadt lebendig begruben und seinem früheren Kollegen Keskus die Hände abhieben und die Beine brachen, da beschloss er zu handeln. Er rief die Jugend der belagerten Stadt zum Kampf auf, bildete sie aus und griff mit 10.000 Mann die 40.000 Belagerer an. Er durchbrach die tödliche Umklammerung und trieb die Gegner in ein Tal, dessen beide Ausgänge er blockierte. Hier wartete er darauf, dass sie verhungerten. Zuerst verzehrten die Eingeschlossenen ihre Pferde, dann die Gefangenen, schließlich die Sklaven. Endlich schickten sie Spendius und baten um Frieden. Hamilkar ließ ihn kreuzigen. Darauf versuchten die Aufständischen einen Ausfall und wurden niedergemacht. Mato geriet in Gefangenschaft und wurde langsam zu Tode geprügelt. Es war, schrieb Polybius, einer der blutigsten und grausamsten Kriege der Geschichte. Während dieses 3-jährigen Aufstandes hatte Rom die Inseln Sardinien und Korsika besetzt. Karthago protestierte dagegen, die Römer antworteten mit einer Kriegserklärung. Da steckte Karthago gedemütigt den Verlust der Inseln ein, die zu römischen Provinzen wurden, und akzeptierte eine Zahlung von weiteren 1.200 Talenten. Während Rom seine Eroberungen vor allem im Norden der Halbinsel und in Südfrankreich konsolidierte, setzte in Karthago Hamilkar alle Hebel in Bewegung, um gegen Rom eine Revanche vorzubereiten. Nachdem er den Söldneraufstand blutig niedergeschlagen hatte, versuchte er die karthagische Regierung dazu zu bewegen, ihm ein Heer anzuvertrauen, um Karthagos alte Größe wiederherzustellen. Auf seiner Seite standen die Mittelklassen, denen es darum ging, das verlorene Handelsmonopol im Mittelmeer wieder zu erringen. Seine Idee war es, Spanien als Operationsbasis zu benutzen und von dort aus gegen die Römer zu ziehen. Allerdings wollte sich die Aristokratie der Landbesitzer nicht auf ein neues, gefährliches Abenteuer einlassen. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromiss. Statt eines Armeekorps wurde Hamilkar nur eine einzige Division gegeben. Aber die genügte ihm, schließlich war er ein fähiger General. Doch bevor er gegen die Römer zog, führte er seinen Schwiegersohn Hadrubal und seine 3 kleinen Söhne Hannibal, Hasdrubal und Mago in den Tempel und ließ sie dort vor dem Altar des Gottes Baal Haman schwören, eines Tages Karthagos Schmach zu rächen. Dann segelte er mit ihnen und seinen Truppen nach Spanien. Dort brauchte er nur wenige Monate, um die rebellischen Städte zu unterwerfen und Soldaten zu rekrutieren, um eine regelrechte Armee zu bilden. Karthago unterstützte ihn nicht dabei, aber der ungewöhnliche Mann schaffte es eben auch allein. Er ließ nach Eisen graben, um Waffen für die Armee herstellen zu können, und monopolisierte den Handel, um sich das nötige Geld zu verschaffen. Aber er starb zu früh, um die Früchte seiner Bemühungen zu ernten. Bei einem Scharmützel mit einem aufrührerischen iberischen Stamm wurde er tödlich von einem Pfeil getroffen.
Sterbend bestimmte er seinen Schwiegersohn Hasdrubal zum Nachfolger. Es war eine glückliche Wahl, denn Hasdrubal verwaltete das Erbe seines Schwiegervaters mit Umsicht. Ihm ist unter anderem die Gründung der Seestadt Neu-Karthago, Cartagena, zu verdanken, die zum Stützpunkt der karthagischen Macht in Spanien wurde. Als er durch den Dolch eines Meuchelmörders starb, wurde Hamilkars ältester Sohn Hannibal von den Soldaten zum Oberbefehlshaber ausgerufen. Der war damals erst 25 Jahre alt und hatte 17 davon im Zeltlager der Soldaten verbracht. Aber nie vergaß er den Schwur, den ihn sein Vater beim Auszug aus Karthago leisten ließ. Hannibal war, wenn auch vielleicht nicht der größte Feldherr des Altertums, so doch sicher der brillanteste. Bevor ihn sein Vater nach Spanien brachte, war ihm eine für die damalige Zeit vorzügliche Erziehung zuteil geworden. Er sprach Griechisch und Lateinisch, kannte die Geschichte und hatte sich aus den Erzählungen Hamilkars ein ziemlich genaues Bild von der Stärke und von den Schwächen Roms gemacht. Er war vor allem davon überzeugt, dass die Römer von ihren Verbündeten verlassen werden würden, wenn es nur gelänge, ihnen im eigenen Lande eine Niederlage beizubringen. Denn so war es zur Zeit seines Vaters gewesen. Er übersah dabei völlig, dass Rom in Italien fast nur Verbündete hatte. Titus Livius erzählt, dass Hannibal genügsam, stark und kühn war, immer der Erste im Kampf und der Letzte, der zurückkehrte. Wenn er einen Fehler hatte, dann war es sein übergroßes Vertrauen in die eigene Improvisationsfähigkeit. Seine Soldaten vergötterten ihn und folgten ihm blindlings. Vielleicht lag es auch daran, dass er sich wie ein einfacher Krieger kleidete und die Mühen und Anstrengungen des Heeres klaglos teilte. Er war nicht nur ein Meister der Strategie, sondern auch ein ausgebuffter Diplomat und ein gerissener Spion. Er konnte nicht erwarten, dass die Heimat ihm die Erlaubnis für eine Kriegserklärung gegen Rom geben würde. Aber zu groß war die Furcht der Karthager vor dem mächtigen, unbezwingbaren Rom, und also setzte er alles daran, die Römer selbst zu einer Kriegserklärung zu zwingen. Deshalb griff er im Jahre 218 überraschend das südlich des Ebro gelegene Sagunt an, das mit Rom verbündet war. Das war der Beginn des Zweiten Punischen Krieges. Noch nie hat ein Feldherr so kühn gehandelt wie Hannibal. Noch nie war ein Feldherr so wahnsinnig wie Hannibal. Er will die unbezwingbaren Alpen überqueren, mit all den Elefanten, dem ganzen Tross. Hannibal führt uns in den sicheren Tod, nur um seinen krankhaften Ehrgeiz zu befriedigen. Er führt uns zum sicheren Sieg, um die frechen Römer ein für allemal in die Schranken zu weisen. Hast du schon vergessen, was die unverschämten Römer unserem Volk angetan haben? Sie haben uns ausgeplündert und gedemütigt. Lieber im Kampf gegen die verfluchten Bauernsöhne sterben, als jemals wieder ein Knie vor ihnen zu beugen. In die Verlegenheit wirst du wohl kaum kommen. Das gefrorene Wasser der Berge wird dein Leichentuch sein. Du wirst in bitterer Kälte fern unserer warmen Heimat einen elenden Tod sterben. Welch jämmerlicher Feigling du doch bist. Schau auf den tapferen Hannibal, wie seine Augen leuchten. Schau auf die mächtigen Elefanten, die Römer wie lästiges Gewürm zertreten werden. Mit uns ist der Sieg. Für uns ist die Beute. Die geknechteten Völker südlich der Berge werden uns jubelnd begrüßen. Die schönsten Jungfrauen werden unser Lager teilen. Die Götter mögen dir beistehen. Ich aber kehre um. Es ist zu früh, auf dass mich meine Kinder beweinen. Ich mag nicht in fremder Erde begraben sein. Der Himmel ist hoch und Karthago ist weit. Ich bin ein Krieger. Durch meine Adern fließt warmes Blut. Ich kann nicht gegen eisige Winde und gefrorenes Wasser kämpfen. Du hast das Herz einer Ziege und den Verstand einer Schildkröte. So gehe denn zurück an deinen warmen Herd. Aber klage nicht, wenn ich, reich beladen mit römischen Schätzen, nach Neu-Karthago heimkehre. Und solltest du als krebsiger Bettler an meine Tür klopfen, so werde ich dir nicht öffnen. Hannibal brauchte 8 Monate, um Sagunt zu nehmen. Dann ließ er dort seinen Bruder Hasdrubal mit dem Befehl zurück, Verstärkungen vorzubereiten. Er selbst überschritt mit 37 Elefanten, 50.000 Soldaten und 9.000 Reitern den Ebro, was damals die Grenze zwischen den Einflussgebieten Roms und Karthagos darstellte.
Sein Heer bestand ausschließlich aus Spaniern und Libyern. Die Schwierigkeiten begannen nach dem Überschreiten der Pyrenäen. Die gallischen Stämme, mit Marseille verbündet, das wiederum mit Rom Verträge hatte, widersetzten sich den vordringenden Truppen. Zudem weigerten sich 3000 Soldaten weiter zu marschieren, als sie hörten, dass Hannibal die Absicht habe, die Alpen zu überschreiten. Der Feldherr zwang sie nicht dazu, stellte ihnen sogar frei umzukehren. Mit dem Rest seiner Truppen überquerte er in 15 Tagen das Gebirge. Einige Tausend fielen der Kälte, der Erschöpfung und den Überfällen der Bergstämme zum Opfer. Verzweiflung und Mutlosigkeit machte sich unter den Soldaten breit. Aber Hannibal verstand es, sie immer wieder aufzurichten, zeigte ihnen in der Ferne die Po-Ebene und sprach von der reichen Beute, die sie erwartete. Nur 26.000 Krieger kamen lebend auf der anderen Seite der Alpen an. Dort wurden sie von der unterjochten Bevölkerung freundlich begrüßt. Viele schlossen sich Hannibal an. Die Bewohner Cremonas und Piacenzas erhoben sich gegen die römischen Garnisonen. Der römische Senat begriff sofort, dass dieser zweite Krieg mit Karthago viel gefährlicher war als der erste. Er rief 30.000 Soldaten mit 14.000 Pferden zu den Waffen und vertraute sie dem Konsul Publius Cornelius Scipio an, dem ersten einer langen Reihe von Feldherren aus demselben Geschlecht. Scipio stellte sich Hannibal am Ticinus und wurde von der numidischen Kavallerie besiegt. Fast wäre der Konsul dabei selbst ums Leben gekommen, hätte ihn nicht sein 16-jähriger Sohn gerettet. Dieser Sohn rächte später die Niederlage seines Vaters in der Schlacht von Zama. Doch greifen wir den Ereignissen nicht vor. 2 Monate nach der Niederlage am Ticinus schickte Rom ein zweites Heer, diesmal unter dem Konsul Tiberius Sempronius gegen Hannibal. Auch das wurde besiegt. Die Straße nach Etrurien über den Apennin lag somit frei. 8 Monate waren ins Land gegangen, als ein weiteres römisches Heer mit 30.000 Mann jetzt unter dem Konsul Gaius Flaminius Hannibal von neuem aufzuhalten versuchte. Flaminius war seines Sieges so sicher, dass er sich aus Rom die Ketten mitgebracht hatte, in die er Hannibal schlagen wollte. Doch die Schlacht verlief anders, als es sich der forsche Konsul vorgestellt hatte. Hannibal lockte den Römer in eine geschickt gestellte Falle und schlug den Feind in einer mörderischen Schlacht am Trasimenischen See, aus der sich fast keiner, auch nicht der Konsul, retten konnte. Römer, wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Wir sind in einer großen Schlacht geschlagen worden. Die Lage ist ernst. Der Prätor Marcus Pomponius versuchte die Panikstimmung, die in Rom um sich griff, zu dämpfen. Aber auch Hannibal hatte mit Problemen zu kämpfen. Er musste einsehen, dass seine Hoffnungen, Roms Verbündete würden zu ihm in Scharen überlaufen, sich nicht erfüllten. Er hatte mittlerweile Schwierigkeiten, Proviant für seine Soldaten zu besorgen. Vergeblich schickte er die nicht-römischen Gefangenen nach Hause. Vom Apennin bis zum Sannio stand Italien solidarisch auf Seiten Roms. Da entschloss sich der Feldherr, an der Küste des Adriatischen Meeres hinunter in den südlichen Teil der Halbinsel vorzustoßen, um gastfreundlichere Gebiete zu suchen. Seine Soldaten waren nach den 3 großen Schlachten ermüdet, und Hannibal selbst litt an einem schmerzhaften Augenleiden, das ihn schon den Verlust der Sehkraft des einen Auges gekostet hatte. Als die verbündeten Gallier sahen, dass sich der Feldherr von ihren Landstrichen immer weiter entfernte, begannen sie zu desertieren. Hannibal schickte Boten nach Karthago, um Hilfe anzufordern. Vergeblich. Auch sein Bruder Hasdrubal war nicht in der Lage, Verstärkung zu schicken, da die Römer inzwischen in Spanien gelandet waren und ihn in Schach hielten. Und zu allem Übel war ihm in Rom inzwischen ein neuer, gefährlicher Gegner erwachsen. Quintus Fabius Maximus war vom Senat zum Diktator ernannt worden und hatte jene meisterhafte Taktik erfunden, die ihm den Beinamen Cunctator, der Zauderer, eintrug. Wie eine Wetterwolke folgte er dem Zug des Hannibal, vermied jedoch vorsichtig die offene Schlacht. Er wartete darauf, dass die Schwierigkeiten, Hunger und Erschöpfung die Soldaten seines Gegners zermürben und zur Verzweiflung treiben würden. Leider ging das Konzept nicht ganz auf,
denn als erste waren die römischen Legionäre zermürbt und forderten immer ungeduldiger die Schlacht. Statt auf Fabius zu hören, schenkten sie dem intriganten Reiteroberst Munitius Rufus Gehör. Fabius wurde der Oberbefehl entzogen, und an seine Stelle traten die beiden neu ernannten Konsuln Aemilius Paulus und Terentius Varro. Der erste war ein Aristokrat und sich völlig im Klaren darüber, dass die Römer der Hannibalschen Strategie nicht gewachsen waren. Der andere, Varro, war ein Plebejer. Mehr Patriot als General wollte er das, was seine Wähler wollten, einen schnellen Sieg. Und da es um den Stolz und um die Ehre Roms ging, setzte er sich durch. So führte er seine 80.000 Soldaten und 6.000 Reiter gegen Hannibal, der zwar nur 20.000 Veteranen, 15.000 unzuverlässige Gallier und 10.000 Reiter besaß, aber dennoch erleichtert aufseufzte, denn er hatte sich vor allem vor der gefährlichen Strategie von Fabius Maximus gefürchtet. Die Schlacht, die nun geschlagen wurde, war die gewaltigste des Altertums. Sie fand zu Cannae am Aufidus statt. Hannibal, der alte Fuchs, lockte den Feind in eine Ebene, die ihm den Einsatz der Kavallerie erleichterte. Dann stellte er sich in Kriegsordnung mit den Galliern im Zentrum, überzeugt, dass sie als Erste die Flucht ergreifen werden. So geschah es auch, und Varro setzte ihnen in der Hitze des Kampfes nach, während sich die beiden äußeren Flügel der Hannibalschen Armee um ihn schlossen. Aemilius Paulus, der die Schlacht nicht gewollt hatte, kämpfte tapfer und ließ sein Leben mit 44.000 anderen Römern, unter denen sich 80 Senatoren befanden. Varro hingegen entkam zusammen mit jenem Scipio, der sich schon in der Schlacht am Ticinus gerettet hatte. Sie flüchteten nach Clusium und von dort nach Rom. Nach Ansicht von späteren Militärsachverständigen blieb Cannae ein in der Geschichte der Strategie unübertroffenes Beispiel. Hannibal war der einzige Feldherr, dem es gelungen war, die Römer 4-mal hintereinander zu schlagen, ohne dabei mehr als 6.000 Mann, darunter 4.000 Gallier, zu verlieren. Aber er verlor auch das Geheimnis seines Erfolges, das die Römer nun endlich entdeckt hatten: die Überlegenheit seiner Kavallerie. Zunächst schien es, als habe Hannibal endgültig gesiegt. Die Samniten, die Abruzesen, die Lucanier erhoben sich, in Kroton, Lokri, Capua und Metaponte brachte die einheimische Bevölkerung die römischen Garnisonen um. Philipp V. von Mazedonien schloss ein Bündnis mit Hannibal und Karthago. Karthago, jetzt erfreut über die Siege, kündigte Verstärkungen an. In Rom dachten einige Patrizier an eine Flucht nach Griechenland. Aber das waren nur vereinzelte Fälle von Kleinmut. Der junge Scipio, der sich aus den Niederlagen am Ticinus und bei Cannae gerettet hatte, versuchte mit glühenden Worten seine Mitbürger aufzurichten. Entschlossen nahm das Volk neue Tribute und neue Musterungen auf sich. Die Adeligen brachten ihre Juwelen und Schätze, die Frauen fegten mit ihren Haaren die Böden der Tempel und die Regierung ordnete Menschenopfer an, um die Götter gnädig zu stimmen. Die Soldaten verzichteten freiwillig auf ihren Sold, und aus den Häusern der Patrizier meldeten sich 13- und 14-Jährige zur Verstärkung der zusammengeschmolzenen Garnison, die Rom in der letzten Schlacht gegen Hannibal verteidigen sollte. Aber Hannibal griff nicht an. Die stolze Stadt lag fast wehrlos vor ihm, aber er griff nicht zu. Ein nie geklärtes Rätsel. Noch heute ist die Frage unbeantwortet, warum der große Feldherr auf die sichere Beute verzichtete. Ob er auf die versprochene Verstärkung aus der Heimat wartete, oder ob er hoffte, dass der Feind um Frieden bitten würde, oder rieten ihm seine Götter im Traum davon ab, den entscheidenden Schritt zu tun. Was auch die Ursachen dieses Zögerns gewesen sein mögen, er beschloss, sich auszuruhen. Er schickte wieder einmal die nicht-römischen Gefangenen in ihre Heimat zurück und bot dem Senat die römischen gegen ein geringes Lösegeld an. Aber der Senat lehnte hochmütig ab. So ließ Hannibal einen Teil als Sklaven nach Karthago bringen und bestimmte den Rest für Gladiatorenspiele zur Belustigung seiner Soldaten. Nachdem er bis auf wenige Kilometer an Rom herangekommen war,
bog er nach Osten ab und zog nach Capua. Wer weiß, wie die Weltgeschichte verlaufen wäre, wenn Hannibal entschlossen in Rom einmarschiert wäre. Die Kritik einer seiner Offiziere an dieser Entscheidung ist uns überliefert. Die Götter geben ihre Gaben nicht einem Manne allein. Du weißt dir einen Sieg zu verschaffen, aber nicht ihn zu nutzen. Währenddessen waren die Römer dabei, unter unsäglichen Anstrengungen ein neues Heer von 200.000 Mann aufzustellen. Als es endlich soweit war, gaben sie einen Teil der Armee dem Konsul Claudius Marcellus, damit er in Sizilien wieder Ordnung schaffen konnte, den anderen den beiden Scipios, um damit in Spanien Hasdrubal in Schach zu halten. Der Rest blieb zur Verteidigung der Hauptstadt in Rom. Im folgenden Jahr eroberte Claudius Marcellus Syrakus zurück, das während Hannibals Siegeszug abgefallen war und das dank der Erfindungskunst des Mathematikers Archimedes den Römern lange widerstanden hatte. Zu diesem Erfolg kamen die Siege der beiden Scipios in Spanien, die Hasdrubal mehrmals schlagen konnten. Allerdings ließen sie ihr Leben auf dem Schlachtfeld. Und ausgerechnet der Tod dieser beiden tapferen Soldaten sollte sich für Rom als Glücksfall erweisen, denn um sie zu ersetzen, wurde der 24-jährige Publius Cornelius Scipio, Sohn des einen und Neffe des anderen, nach Spanien geschickt. Es war jener junge Mann, der heil aus den unglücklichen Schlachten am Ticinus und bei Cannae zurückgekehrt war. Er hatte zwar noch nicht das vorgesehene Alter für ein so hohes Kommando, aber Senat und Volksversammlung waren sich einig und überzeugt, dass man in so einem kritischen Augenblick eine Ausnahme machen müsse. Publius Cornelius Scipio war ein tapferer Soldat, ein ausgezeichneter Kohortenführer und nach der Niederlage von Cannae die Seele des Widerstandes in Rom gewesen. Er trug einen alten, geachteten Namen, war ein guter Redner, gerecht, ehrlich und fromm. Er wurde der Retter Roms. Der Held, der Karthago schließlich in die Knie zwang. Und in der Tat, gleich nach seiner Ankunft in Spanien gab Publius Cornelius einen Beweis seiner guten Verbindungen zu den Göttern. Um Neu-Karthago zu nehmen, wo das römische Heer lagerte, mussten die Legionäre einen tiefen, mit dem Meer verbundenen See durchschwimmen, ein unmögliches Unternehmen für die durch Rüstung, Helm und Waffen beschwerten Krieger. Eines Morgens aber rief Publius Cornelius seine Soldaten zusammen und machte ihnen weiß, dass ihm Gott Neptun im Traum erschienen sei und ihm versprochen habe, den Wasserspiegel des Sees zu senken. Zunächst trauten die Soldaten der Sache nicht. Als aber ihr General als erster ins Wasser stieg, folgten sie ihm jubelnd, durchwateten begeistert über das Wunder den See und eroberten im Sturmlauf die Stadt. Danach munkelten die Soldaten, dass sein richtiger Vater gar nicht Scipio, sondern Jupiter in der Gestalt einer Riesenschlange gewesen sei. Natürlich war kein Wunder im Spiel gewesen. Publius Cornelius hatte lediglich durch die Fischer von Tarragona von Ebbe und Flut gehört, von denen seine bäurischen Soldaten keine Ahnung hatten. Fast ganz Spanien fiel in die Hände der Römer. Doch Hasdrubal, der nun keinen Grund mehr hatte, in Spanien zu bleiben, gelang es, sich mit seinen Truppen nach Norden durchzuschlagen, um durch Frankreich und über die Alpen seinem Bruder Hannibal zur Hilfe zu eilen. Aber seine Botschaft an den Bruder fiel in die Hände der Römer, die damit Kenntnis von seinem Operationsplan erhielten. Mit dem einen Heer, das Claudius Nero kommandierte, wurde der ahnungslose Hannibal in Apulien festgehalten. Das andere Heer aber unter Livius Salinatorus erwartete Hasdrubal an einem günstigen Punkt am Küstenfluss Metaurus, vernichtete die karthagischen Truppen und tötete den Bruder Hannibals. Der Kopf soll in Hannibals Lager geworfen worden sein. Der große Feldherr fühlte sich am Ende seiner Kräfte. Auch Philipp von Mazedonien hatte sich nach seiner halbherzigen Kriegserklärung von der römischen Diplomatie umdrehen lassen und Frieden geschlossen. Von den 100 von Karthago mit Verstärkung abgesegelten Schiffen waren 80 an der sardischen Küste untergegangen, und das Nichtstun und die Ruhe im Lager von Capua hatten die Moral der Sieger von Cannae untergraben. Im Jahre 204
wurde Scipio nach seiner triumphalen Rückkehr aus Spanien an die Spitze eines neuen, mächtigen Heeres gestellt, das auf eine Flotte verfrachtet nach Afrika segelte. Damit war der Krieg für die Karthager ins eigene Land getragen worden. Geschockt beeilten sie sich, Hannibal zurückzurufen, damit er ihre Stadt verteidige. Doch der Mann, der jetzt nach 36 Jahren Abwesenheit fast erblindet und von den Anstrengungen erschöpft in die Heimat zurückkehrte, war nicht mehr der stürmische junge Mann, der das römische Weltreich in Furcht und Schrecken versetzt hatte. Römische Historiker berichten, dass er 20.000 aufrührerische Soldaten hinrichten ließ und sich mit dem Rest im Jahre 202 einschiffte. Er kannte seine Heimatstadt, die er als 9-Jähriger verlassen hatte, kaum wieder. In der Ebene von Zama, 50 Meilen von Karthago entfernt, stellte er sich mit seinen Veteranen, den Römern. Die Stärke der beiden Heere war ungefähr gleich. Monatelang lagen sie sich untätig gegenüber, verbesserten lediglich ihre Stellungen. Plötzlich aber erhielten die Römer Verstärkung durch Massinissa, den König von Numidien. Der war gerade von seinem Rivalen, dem Karthager freundlichen Syphax, entthront worden. Massinissa verfügte über eine ausgezeichnete Kavallerie, die er Scipio zur Verfügung stellte. Und gerade auf die Überlegenheit seiner Kavallerie hatte Hannibal, wie immer, seine Hoffnungen gesetzt. Die Schlacht begann unter für Hannibal ungünstigen Vorzeichen. Zum ersten Mal in seinem Leben musste er die Initiative seinem Gegner überlassen, denn Scipio wandte die Umklammerungstaktik seines berühmten Feindes an. Doch der 45-jährige Hannibal fand in dieser bedrohlichen Situation seine jugendliche Energie wieder, griff in einem persönlichen Duell Scipio an und verwundete ihn. Dann wandte er sich gegen Massinissa. Aber auch wenn er seine Soldaten immer wieder erneut formierte, es war letztlich alles vergebens. 20.000 seiner Männer bedeckten das Schlachtfeld. Hannibal musste blut- und staubbedeckt nach Karthago fliehen. Kaum dort angekommen, rief er den Senat zusammen und erklärte, dass nicht eine Schlacht, sondern der Krieg verloren sei, und riet, eine Abordnung an die Römer zu schicken und um Frieden zu bitten. So geschah es. Scipio zeigte sich versöhnlich. Er verlangte die Auslieferung der karthagischen Flotte, mit Ausnahme von 10 Schiffen, den Verzicht auf Eroberungen in Europa, die Anerkennung Massinissas als unabhängigen numidischen König und eine Kriegsentschädigung von 10.000 Talenten. Aber er ließ den Karthagern alle ihre tunesischen und algerischen Besitzungen, verbot ihnen lediglich neue zu erwerben. Er verzichtete auf die Auslieferung Hannibals, den das römische Volk gern gefesselt im Triumphzug des Siegers gesehen hätte. Dieser Zuwachs an Macht bewirkte eine tiefgreifende Veränderung in der Struktur des römischen Lebens. 300.000 Tote waren auf den Schlachtfeldern geblieben, unter ihnen die besten Soldaten und Bauern. 400 Städte waren zerstört, die Hälfte der Bauernhöfe geplündert und verödet. Eine Katastrophe, von der sich besonders der Süden niemals so richtig wieder erholte. 200 Jahre früher hätten die Römer diese schwierige Situation in kurzer Zeit gemeistert, aber ihre Nachfolger waren nicht mehr aus demselben Holz geschnitzt wie die Altvorderen. Sie spürten wenig Lust zu schweißtreibender Landarbeit. Der internationale Handel, das schnelle Geld, lockte sie weit mehr an. Es war doch viel bequemer, Reichtümer in Spanien zu erwerben, wo es ertragreiche Goldminen und Eisenbergwerke gab, als mit Geduld und Ausdauer die Äcker zu bestellen. Die Staatskassen waren mit dem Gold der besiegten Völker gefüllt. Die Tribute flossen reichlich aus den unterjochten Ländern. Dieser wirtschaftliche Boom änderte das Bild der römischen Gesellschaft von Grund auf und ließ die bis dahin gültigen Regeln überholt erscheinen. Eine neue Bourgeoisie wuchs heran, Händler und Unternehmer. Es entstand das, was wir heute gesellschaftliches Leben nennen. Es bildete sich sozusagen eine Schickimicki-Klasse. Der Glaube an die Götter verwässerte sich. Roms Tugenden, Disziplin, Gehorsam, Genügsamkeit
und vor allem das unerschütterliche Festhalten an der Demokratie waren plötzlich nicht mehr gefragt. Und das sollte sich später bitter rächen. Der dritte und letzte Punische Krieg wurde von Porcius Cato angestiftet und durch Massinissa provoziert. Massinissa war eine der seltsamsten Persönlichkeiten des Altertums. Er wurde 90 Jahre alt und zeugte mit 85 seinen letzten Sohn. Mit 88 galoppierte er noch an der Spitze seiner Truppen. Nach dem Sieg von Zama hatte er seinen numidischen Thron wieder bestiegen. Und da Karthago sich nach dem Frieden mit Rom verpflichtet hatte, ihn nicht zu bekämpfen, reizte er die gedemütigte Stadt fortwährend durch Übergriffe und Raubzüge. Karthago protestierte in Rom, doch die Sieger waren taub auf diesem Ohr. Als die Karthager die letzte Kriegsentschädigung gezahlt hatten, schlugen sie zurück. In Rom hatte damals die Partei des Zensors Cato die Oberhand, der alle seine Volksreden mit dem berühmt gewordenen Satz beschloss: Im Übrigen bin ich dafür, dass Karthago zerstört wird. Nun sah der Senat, von Cato angetrieben, endlich einen Vorwand zu intervenieren. Die Karthager wurden aufgefordert, nicht nur Massinissa in Ruhe zu lassen, sondern auch 300 Kinder vornehmer karthagischer Familien als Geiseln zu stellen. Unter den Schmerzensschreien der Mütter, von denen sich einige den römischen Schiffen ins Meer nachstürzten und dabei ertranken, wurden die Kinder ausgeliefert. Kurz darauf verlangten die Römer noch zusätzlich alle Waffen, die ganze Flotte und einen großen Teil der Getreidereserven. Auch diese Forderungen, obwohl durch nichts begründet, wurden erfüllt. Da stellten die Römer die empörende Forderung, dass die gesamte Bevölkerung Karthago verlasse und die Stadt dem Erdboden gleichgemacht werde. Vergeblich warfen sich die verzweifelten karthagischen Gesandten vor dem Senat auf den Boden und flehten um Gnade. Noch nie in der Geschichte hat es eine ähnlich grausame Forderung gegeben. Ihr Römer habt uns in blutigen Kriegen besiegt, ihr habt die Blüte unserer Jugend in eure Stadt geschleppt, ihr habt uns alles genommen, was von Wert war. Wenn ihr Rache wollt für unser Vorgehen gegen König Massinissa, der uns unter eurem Schutz beraubt, dann nehmt unser Leben, aber verschont die unschuldige Bevölkerung. Es nützte ihnen alles nichts. Rom wollte den Krieg und die Vernichtung Karthagos um jeden Preis. Als die Nachricht von der letzten Forderung Roms nach Karthago drang, lynchte die verzweifelte Menge ihre Führer, die die Kinder ausgeliefert hatten, die Gesandten, die Minister und jeden Italiener, dessen sie habhaft wurden. Dann riefen sie alle zu den Waffen, Sklaven inbegriffen, und verwandelten jedes Haus in eine Festung. In nur 2 Monaten fieberhafter Anstrengung schmiedeten sie 8.000 Schilde, 18.000 Schwerter und 30.000 Lanzen. 3 Jahre dauerte die Belagerung der unglücklichen Stadt zu Lande und zu Meer. Dann wurde Scipio Aemilianus, dem Sohn des Aemilius Paulus und Adoptivenkel des Siegers von Zama, die zweifelhafte Ehre zuteil, in Karthago einzudringen. 6 Tage wurde um jede Straße, um jedes Haus erbittert gekämpft. Scipio ließ Gebäude um Gebäude zerstören, denn die Römer wurden aus allen Fenstern und von allen Dächern angegriffen. Als sich der Leichengeruch über die zerstörte Stadt wie ein stinkendes Tuch legte, waren von den ehemals 500.000 Einwohnern Karthagos nur noch 55.000 übrig. Ihr General Hasdrubal flehte Scipio um Erbarmen an, und Scipio schenkte ihm das Leben. Hasdrubals Gattin konnte diese Schmach nicht ertragen. Sie stürzte sich mit ihren Kindern in die Flammen eines brennenden Hauses. Scipio, dem dieses Massaker zuwider war, bat den Senat, die Kampfhandlungen einstellen zu dürfen. Doch das grausame Rom ließ ihm antworten, dass nicht nur Karthago zerstört, sondern auch alle seine Bewohner vernichtet werden sollten. 17 Tage brannte die Stadt. Die wenigen Überlebenden wurden als Sklaven verkauft. Phönizien verschwand von der Landkarte. Aus dem karthagischen Gebiet
wurde die römische Provinz Afrika. Es wurde diesmal auch kein Frieden geschlossen, denn es war niemand mehr da, mit dem man hätte verhandeln können. Die karthagischen Gesandten hatten Recht behalten. Noch nie in der Geschichte hatte es eine ähnliche Grausamkeit gegeben. Cato hatte sich durchgesetzt. Aber er erlebte diesen Triumph schon nicht mehr. Er war während der Belagerung gestorben. Hatte nun keine äußeren Feinde mehr. Aber es war hingebungsvoll mit sich selbst beschäftigt. Die Adeligen verteidigten ihre Privilegien, die Plebejer verlangten mehr Einfluss. Der Senat vertagte zwar eine Agrarreform, die den besitzlosen Land verschafft hätte, er wagte es aber nicht, das Monopol des Adels bei Gericht wieder einzuführen. Der Funke, der dann die große Revolution entzündete, war der sogenannte afrikanische Skandal im Jahre 110. 6 Jahre zuvor war König Mizipsa von Numidien, Massinissas Sohn, gestorben und hatte sein Reich unter seine beiden Söhne Adherbal und Hiempsal und seinem unehelichen Sohn Jugurtha geteilt. Der war ein herrschsüchtiger, vor keinem Verbrechen zurückschreckender Mensch, der die Römer gegen seine Halbbrüder zur Hilfe rief. Rom schickte eine Untersuchungskommission, die von Jugurtha mit Geschenken bestochen wurde. Nach Rom zitiert, verstand er auch dort durch allerlei Machenschaften seine Sache zu verschleppen und eine energische Klärung der Erbschaft zu verhindern. Wieder in Afrika verstieß er gegen jedes Abkommen und jeden Vertrag. Endlich erhielt der Konsul Metellus den Oberbefehl über die afrikanischen Truppen. Er war entschlossen, gegen den Usurpator zu Felde zu ziehen und jegliche Bestechung zurückzuweisen. Der Hass der römischen Bevölkerung gegen den sich ständig bereichernden Adel brach plötzlich hervor, als bekannt wurde, dass Metellus sich einem Konsulat des Gaius Marius widersetzte, nur weil der nicht adelig war. Ohne genau zu wissen, um wen es sich eigentlich handelte, wählte die Volksversammlung geschlossen diesen neuen Mann und vertraute ihm die Legionen an. Denn schon im alten Rom sagte man zu jener Zeit, hier kann nur ein starker Mann helfen. Zufällig hatte es diesmal den Richtigen getroffen. Marius war ein Kerl vom alten Schlage, wie man ihn höchstens noch in der Provinz traf. Sohn eines armen Tagelöhners war seine Universität die Kaserne gewesen. Reich mit Narben und Orden bedeckt, war er aus den Kriegen zurückgekehrt und hatte gut geheiratet, eine gewisse Julia, Schwester eines gewissen Gaius Julius Caesar, der zwar nur dem kleinen Landadel angehörte, aber einen Sohn besaß, über dessen Taten die Menschen noch nach Jahrtausenden sprechen sollten. Dank seiner Heldentaten war Marius zum Volkstribun ernannt worden. Er benutzte aber dieses Amt nicht, um Politik zu machen, was im Übrigen auch nicht gerade seine Stärke war, sondern um mit dieser neuen Würde zu seinen Soldaten zurückzukehren, die in Afrika unter Metellus kämpften. Metellus sah auf diesen Emporkömmling hochmütig herab, er nahm ihn schlicht nicht für voll. Marius, empfindlich und nachtragend, war über die geringschätzige Haltung seines Generals beleidigt und verlangte das Oberkommando im Afrikanischen Krieg für sich. Sofort änderten sich dort die Dinge. In wenigen Monaten wurde Jugurtha bezwungen und durfte auf dem Triumphwagen des siegreichen Marius bei dessen Einzug in Rom in zweiter Reihe Platz nehmen. Marius war der Held des Tages. Wieder 2 Jahre später wurde er mit dem Oberbefehl gegen die Kimbern und Teutonen beauftragt, die er vernichtend schlug. Erneut zog er als Retter des Vaterlandes im Triumph durch die Straßen Roms. Marius stand auf der Höhe seines Ruhms. 5-mal war er zum Konsul gewählt worden. Er hatte das ganze römische Heer reorganisiert. Er, der Bauer, hatte die letzten Spuren der bürgerlichen und aristokratischen Gegensätze im Heer beseitigt. Sein Name wurde überall gepriesen. Aber nun kam etwas Furchtbares, etwas ganz Unerwartetes, etwas, womit der Bauer Marius nie gerechnet hatte. Plötzlich war Friede. Weit und breit kein Feind zu sehen.
Jetzt passte der siegreiche Feldherr, eigentlich eher ein Landsknecht, so gar nicht in den Kreis der wohlerzogenen und parfümierten Staatsmänner Roms. Außerdem war er arm und sprach nur Lateinisch, das vornehme Griechisch war ihm immer fremd geblieben. Im Triumphkostüm erschien er im Senat und wurde ausgelacht. Da blieben ihm nur seine Veteranen, mit denen er um die Wette soff. Schließlich öffnete er sein schönes Haus für vornehme Gäste. Er wollte Feste und Gesellschaften geben, aber niemand verspürte Lust, Gast des Marius zu sein. Die prachtvollen Säle blieben leer. So hoffte Marius inständig, dass der schreckliche Frieden endlich ein Ende nehmen würde. Im Jahre 91 vor Christus erhob sich das Land Italien gegen die Hauptstadt Rom. Die Italiker hatten schon seit langem römisches Bürgerrecht gefordert, aber der eingebildete römische Pöbel wollte davon nichts wissen. Nun, wo Initiative angebracht gewesen wäre, zeigte sich Marius merkwürdig unentschlossen. Er wartete auf den Ruf, in den Krieg zu ziehen, doch der Ruf blieb aus. Im Jahre 89 wurde allen Italikern römisches Bürgerrecht zugesprochen. In Rom aber erhob sich jetzt ein neuer Mann, Lucius Cornelius Sulla. Sulla wurde im Jahre 88 Konsul und erhielt den Oberbefehl gegen einen gefährlichen Orientalen, gegen Mithridates, König von Pontos in Nordkleinasien. Mithridates war vermutlich persischer Herkunft. Sein Land Pontos in der heutigen Türkei grenzte an das Schwarze Meer, das griechisch Pontos Oxainos hieß. Der ehrgeizige Marius stand nun plötzlich im Schatten Sullas. Nach all den glanzvollen Siegen, so dachte Marius, hätte doch er das Kommando gegen Mithridates verdient. Er putschte, riss die Macht an sich. Als Sulla, plötzlich geächtet, aus Kleinasien zurückkehrte, irrte er heimlich durch Roms Straßen. Schließlich ging er zu Marius, und Marius, der gutmütige Bauer, ließ ihn ungeschoren ziehen. Aber Sulla sammelte in Süditalien ein Heer, rückte gegen Rom, nahm die Stadt, die wehrlos war, ohne einen Schwertstreich ein. Jetzt wurde Marius geächtet. Marius floh, wurde jedoch von den Verfolgern gefangen und in Ketten nach Rom gebracht. Im Gefängnis wartete er auf seine Hinrichtung. Ein Sklave, ein Kimber, sollte ihn töten. Aber als der Mann jetzt in das funkelnde Auge seines einstigen Besiegers sieht, als er angebrüllt, kam Sulla aus dem Orient zurück. Auch ihn hatte man geächtet, seine Angehörigen umgebracht, seinen Besitz beschlagnahmt und ihn zum öffentlichen Feind erklärt. Kaum aber hatte Sulla italienischen Boden betreten, da brach der Bürgerkrieg aus. Ganze Legionen liefen zu ihm über. Und nun nahm Sulla gründlich Rache. Im Orient hatte er gelernt, wie man so etwas macht. Er ließ Tausende abschlachten, gnadenlos. Er ließ 12.000 Italiker umbringen, die ihm in der Festung Praeneste bei Rom Widerstand leisteten. Den Besitz der Hingerichteten ließ er öffentlich versteigern, ihren Sklaven gab er die Freiheit. Komödianten, Sänger, leichte Mädchen bedachte er wahllos mit üppigen Geschenken. Dann lud er ganz Rom zum Schlemmen ein. Was das Volk nicht verzehrte, ließ er in den Tiber werfen. Er machte sich zum Diktator, nicht für 6 Monate, sondern auf unbegrenzte Zeit. Er war der absolute Herrscher, der König eines Weltreiches, auch wenn er sich nicht so nannte. Eigentlich war Sulla Roms erster Kaiser. Er bereitete den Weg zum späteren Cäsarentum. Der Pöbel von Rom liebte Blut. Sulla zwang Kriegsgefangene, öffentliche Schlachten auszutragen. Eine sehr vornehme Dame, Valeria, berührte während eines Volksfestes die Toga des Diktators. Während die Gefangenen in der Arena starben, flirtete Sulla mit Valeria. Sie wurde seine 5. Frau, damals war er 58 Jahre alt. Er hatte genug von dem Treiben, von den Intriganten, den Speichelleckern, von den Heuchlern. Er dankte ab. Als er unter dem betretenen Schweigen der Vorübergehenden nach Hause zurückkehrte, stieß einer der Umstehenden Flüche und Verwünschungen gegen ihn aus. Sulla nahm keine Notiz davon und sagte nur spöttisch zu einem seiner Begleiter, dieser Idiot: Nun wird kein Diktator der Welt mehr freiwillig auf seine Macht verzichten wollen. Die beiden letzten Jahre seines Lebens verbrachte er mit Valeria,
auf der Jagd, in philosophischen Gesprächen, mit Freunden auf seinem Landgut Puteoli, dem heutigen Puteoli, und fürchtete in erstaunlicher Weise, nicht im geringsten ermordet zu werden. Er dichtete, er schrieb seine Memoiren, aber er hatte sich nicht wirklich geändert. Einmal gehorchte ihm ein gewisser Granio wegen einer Kleinigkeit nicht, er ließ ihn ohne viel Federlesens erdrosseln. Als der Tod in Gestalt von Krebsgeschwüren bei ihm anklopfte, verbarg er seine Schmerzen unter einem heiteren Lächeln und scherzenden Worten. Kurz bevor er starb, diktierte er seine eigene Grabschrift. Kein Freund hat mir je einen Dienst erwiesen, und kein Feind mich je beleidigt, dem ich es nicht voll zurückgezahlt hätte. Selten hat ein so mächtiger Mann so eindrucksvoll die Wahrheit gesagt. Hunderttausend Menschen lebten damals in Rom. Ein Gewirr von engen Gassen mit 4- oder 5-stöckigen Mietshäusern durchzog die Stadt. So eng war es, dass man sich von Fenster zu Fenster die Hand geben konnte. Die schlecht gelüfteten Häuser waren Brutstätten für Krankheiten jeder Art. Die Mieten waren hoch, die Menschen lebten zusammengepfercht. Aber vom Tempeldach des Kapitols war die Weltstadt schön anzusehen. Immer mehr Marmorbauten ragten aus dem Grau der Gassen empor. In den Tempeln standen die Statuen, die römische Legionäre in der ganzen Welt zusammengestohlen hatten. Hunderte von Bronzestandbildern, herrliche Marmorskulpturen, vor allem aus dem immer noch bewunderten Griechenland. Mächtige Lagerspeicher gab es in Rom, in denen sich Salz, Korn und Wein stapelten. Ebenfalls große Mengen Schreibpapier aus Ägypten. Wenn es am Nil nicht regnete und deshalb die Papyrusernte schlecht war, musste man in Rom auf Wachs schreiben. Denn die Kunst der Papierherstellung war im alten Rom unbekannt. Erst Allahs Krieger entdeckten dieses Geheimnis fast 1000 Jahre später im südlichen Kaukasus. Während der Regenzeit wateten die Römer durch die engen Gassen im Schlamm. Unter den Stadtmauern brodelte es durch Abzugskanäle. Und in keinem Hause fehlte die Latrine. Aquädukte, die berühmten römischen Wasserleitungen, führten täglich 200.000 Kubikmeter Trink- und Badewasser ins Innere Roms. Öffentliche Brunnen und Badewannen gab es an jeder Straßenkreuzung. Die Gallier hatten die Hose nach Italien gebracht, die Germanen den Pelz. Im Übrigen trugen alle Römer die farbige Tunika. Vornehme Bürger darüber die weiße Toga, Sandalen und Militärstiefel, die die Zehen immer frei ließen. Man musste sich also täglich mehrere Male die Füße waschen, eine fast heilige Zeremonie. Aber alles war eine Frage des Geldes geworden. Naja, wie heute. Als der Mörder Lentulus Sura mit 2 Stimmen Mehrheit freigesprochen wurde, griff er sich an die Stirn und rief: Da habe ich ja eine Stimme zu viel bezahlt, und das bei diesen hohen Preisen. Da auch damals schon alles vom Gelde abhing, war der Mammon die einzige Sorge aller geworden. Natürlich gab es in der Bürokratie noch ehrliche und gewissenhafte Beamte, aber die meisten waren unfähig und stets bereit, nicht nur auf ihr Gehalt zu verzichten, sondern sogar noch etwas draufzuzahlen, wenn es ihnen nur gelang, einen leitenden Posten in der Provinz zu ergattern. Denn sie wussten, dass sie, einmal dort angekommen, das 100-fache verdienen würden. Dort konnten sie sich an den Steuern, am Verkauf der Einwohner als Sklaven oder auch durch Raubzüge unglaublich bereichern. Als Cäsar nach Spanien geschickt wurde, schuldete er seinen Gläubigern eine ungeheure Summe, die er, erst einmal in Spanien angekommen, innerhalb eines Jahres vollständig zurückzahlte. Cicero, der berühmte Redner und Senator, erwarb sich den Ruf eines ehrlichen Mannes, weil er als Gouverneur von Sizilien nur 60 Millionen auf die Seite brachte, wie er stolz seinen Freunden und Bekannten in Briefen mitteilte. Auch die Militärs dachten nicht viel anders. Lucullus kam als Milliardär aus seinen Kriegen im Orient zurück, während Pompeius aus derselben Gegend 6 bis 7 Milliarden Sesterzen für die Staatskasse und 15 für die eigene herausholte. So einfach war es, ein Vermögen zu machen, wenn man genügend Mittel und Einfluss besaß, um ein Amt zu kaufen. Oder
wenn man sich das Geld dafür von einem Bankier auslieh, zu 50% Zinsen. Zwar verbot der Senat seinen Mitgliedern diesen schamlosen Wucher, aber natürlich wurde das Gesetz mit Hilfe von Strohmännern umgangen. Selbst ein so würdevoller Senator wie Brutus war mit dunklen Wucherern liiert, die sein Vermögen verwalteten und sein Geld zu den oben genannten skandalösen Bedingungen ausliehen. Welch ungeheure Dekadenz damals in Rom herrschte, dafür mag folgende Episode als Beispiel dienen. Eines Abends machte sich Cicero über Lucullus, den Milliardär aus dem Orient, den Sulla gefördert hatte, und der im Rufe eines großen Heerführers und raffinierten Feinschmeckers stand, lustig. Er behauptete, dass der ganze Ruhm des Lebemannes nur eine schöne Pose sei, und wettete, wenn sie, die Gesellschaft, die sich an diesem Abend zusammengefunden hatte, unangemeldet bei ihm einträfen, würden sie von seinen Köchen nichts anderes vorgesetzt bekommen als ein schlichtes Mahl, das auch Soldaten und Bauern jeden Abend verzehren würden. Lucullus nahm die Herausforderung an und lud alle in sein Haus. Dort ließ er Austern, kleine Vögel mit Spargel und Krabben als Vorspeise servieren. Das Hauptmahl bestand aus Schweinsbrüsten, Fischen, Enten, Hasen, Truthähnen, Rebhühnern, Pfauen, Muränen und Stör, und natürlich fehlten nicht Käse, mit Honig gesüßtes Backwerk und Wein. Sicherlich befand sich auch Pompeius unter den schlemmenden Gästen. Denn wenn er auch nur aus dem Bürgertum stammte, war er doch viel kultivierter als die meisten Aristokraten. Aus schwerreicher Familie kommend, hatte er in Athen Sulla getroffen und wurde von ihm gefördert. Später legte er sein ungeheures Vermögen teils in einer Farm in Epirus an, wo er Vieh züchten ließ, teils in römischen Mietwohnungen, in einer Schule für Gladiatoren und in einem Verlagshaus für Bücher von hohem kulturellem Niveau. Pompeius war das Schwert. Und jetzt kommen wir zum Geld. Auch das hatte einen Namen: Marcus Licinius Crassus. Crassus heißt der Dicke. Und der Dicke hatte noch den Beinamen Dives. Er war also der dicke Reiche. Crassus war 9 Jahre älter als Pompeius, nicht sonderlich begabt, militärisch eine Null. Dafür aber war er rührig und beharrlich, ein großer Spekulant. Er hatte einen 6. Sinn fürs Geld. Die Güter, die Sulla konfiszierte, kaufte Crassus zu Schleuderpreisen auf und verhökerte sie gewinnbringend. Er war erfolgreich in Baugeschäften tätig. Er machte sich einen Namen als gerissener Bankier. Wer in Rom Geld brauchte, ging zu Crassus. Kurz vor seinem Tode betrug das Vermögen des Crassus 170 Millionen Sesterzen, rund 340 Millionen Mark. Er war damals der reichste Mann im römischen Weltreich. Der reichste Mann der Welt. Dagobert Duck und Bill Gates in einer Person. Der gute Menschenkenner versäumte keine Gelegenheit, seine Beziehungen auszudehnen. Halb Rom war ihm verschuldet. So wurden die einflussreichsten Männer der Stadt von ihm abhängig. Während Pompeius und Crassus Rom de facto beherrschten, brach im Jahre 73 vor Christus in Rom ein Sklavenaufstand aus. Ihr Führer hieß Spartacus, ein intelligenter, strategisch denkender Mann aus Thrazien. Er schlug mit seinen Leuten verschiedene römische Heere und drang bis zum Fuß der Alpen vor. Während er die Alpen übersteigen und dort seine Soldaten in Freiheit entlassen wollte, dachten seine auf Rache dürstenden Männer nur an Beute und Vergeltung. Er wusste, dass er letztlich unterliegen würde. Trotzdem ließ er seine Leidensgenossen nicht im Stich. Und schließlich stand er mit 120.000 Mann vor Rom. Der Dicke, Crassus, inzwischen zum Prätor ernannt, erhielt das Oberkommando über die Armee und schlug die Revolte, die immerhin 3 Jahre für Angst und Schrecken sorgte, grausam nieder. 6.000 Kreuze ließ er errichten, an die die Aufrührer geschlagen wurden. Eine Allee des Grauens. Crassus sorgte auch dafür, dass im Jahre 70 sein Busenfreund Pompeius zusammen mit ihm Konsul wurde. Er wusste um die militärische Begabung des Pompeius und wollte ihn unter Kontrolle halten. Pompeius jagte den König Mithridates, den König von Pontos, weit bis hinter den Kaukasus. Er eroberte Syrien, Palästina, Armenien. Der ferne Euphrat wurde die östliche Grenze des römischen Weltreichs. Pompeius hatte die seltene Fähigkeit eines Feldherrn,
zu wissen, wo er Halt zu machen hatte. Er war kein Alexander, kein Napoleon, die sinnlos in Weiten marschierten, die sie nicht mehr beherrschen konnten. Verwundbar wurde er erst in der Heimat, in Rom, durch Römer und römischen Neid. 6 Jahre lang war Pompeius von Rom abwesend. Während dieser Zeit gärte in Rom fast ununterbrochen die Verschwörung, geisterte heimlich die Unruhe, wurden Revolution und Umsturz geplant. Es war die Zeit des langsamen Untergangs der römischen Republik. Rom war jetzt wie ein Schiff im Sturm. Wer dem Volk Festspiele bieten konnte, wer bei den Abstimmungen geschickt bestach, der hatte den Zugriff zur Macht. Jeder wollte den anderen überbieten. Die höchsten wie die niedrigsten Schichten der römischen Gesellschaft waren sittlich verwahrlost. Der Zinswucher blühte, gewaltige Vermögen hatten sich in Luft aufgelöst, fast jeder war verschuldet, wer durch Müßiggang, Verschwendung und Liederlichkeit verarmte, stimmte laut in den Ruf ein, alle Schulden zu streichen. Es bildete sich ein großes Sklavenproletariat und ein Proletariat der Freien. Gefährliche Parolen wurden laut. Nur die Armen sind in der Lage, die Armen zu verstehen. Warum sollen nicht sie die Tyrannen sein, statt sich tyrannisieren zu lassen? Während Pompeius den Orient erzittern ließ, während Rom 4 asiatische Provinzen gewann, wurde die Republik im Innern durch unzählige heimliche Anschläge untergraben. Das war der Humus, auf dem die berühmt gewordene Verschwörung des Catilina prächtig gedieh. Catilina war im Grunde ein äußerst gerissener und wendiger Verbrecher. Er hatte es immerhin bis zum Statthalter der Provinz Afrika geschafft und entstammte einem angesehenen patrizischen Geschlecht. Sein Urgroßvater war während der Feldzüge gegen Hannibal ein tapferer Soldat gewesen. 27 Mal wurde er während der Feldzüge verwundet. Bleich und scheu, oft verwahrlost und betrunken, schlich sich Catilina durch die Gassen Roms. Er war tückisch, ein Meister der Heuchelei und Verstellung. Alle verkommenen, alle liederlichen jungen Männer, alle, die ihren Besitz, ihr väterliches Gut durch Laster, Prassen und Spiel verjubelt hatten, waren seine Spießgesellen. Sein politisches Programm war eines der radikalsten. Tilgung aller Schulden für alle Bürger, Gleichheit für alle Bürger. Er meldete seine Kandidatur zum Konsul ganz offen an. Aber das reiche Bürgertum traute diesem Vorkämpfer kommunistischer Ideen nicht und versagte ihm seine Stimme. Cicero, einer der größten Redner des Altertums, ließ sich als Gegenkandidat aufstellen und gewann. Da begann Catilina, eine Verschwörung vorzubereiten. Er sammelte insgeheim etwa 1000 Gleichgesinnte und organisierte eine Art 5. Kolonne in der Stadt. Zu ihr gehörten Männer aus allen Ständen, Sklaven, ja selbst Senatoren und sogar 2 Prätoren, Cethegus und Lentulus. Mit dieser Macht im Rücken stellte er sich im nächsten Jahr nochmals zu den Wahlen. Angeblich versuchte er sogar, um ganz sicher zum Konsul ernannt zu werden, seinen Konkurrenten Cicero umzubringen. Der enthüllte dem staunenden Publikum, umgeben von bewaffneten Anhängern, auf dem Marsfeld den Mordplan. Er hielt die berühmte Rede, die so begann: Wie lange, o Catilina, wirst du noch unsere Geduld in Anspruch nehmen? Ein Tag reichte Cicero nicht aus. Er brauchte 3. Die Rede wurde sein Meisterwerk, und er legte den ganzen Schatz seiner Beredsamkeit und Eitelkeit hinein. Ein wahres Meisterwerk psychologischer Beeinflussung. Er gab sich in dieser Rede den Anschein vollkommener Unparteilichkeit und brachte durch ständiges Lavieren seine Zuhörer genau dorthin, wo er sie haben wollte. Der Senat beschloss die Todesstrafe für Catilina. Kurze Zeit später gelang es Cicero, Lentulus, Cethegus und weitere 5 Verschwörer verhaften zu lassen. Aber Catilina entkam aus der Stadt und sammelte Truppen in der Toskana. In der Schlacht bei Pistoia nördlich von Florenz ergab sich keiner der 3000 Verschwörer. Sie kämpften bis zum Untergang, geschart um ihre Fahne, die Adler des Marius, und um Catilina. Alle wurden niedergemetzelt. Cicero, eitel wie er nun einmal war, verglich seine Entlarvung der Verschwörung
Mit der Gründung Roms. Die Senatoren billigten ihm den Titel Vater des Vaterlandes zu, und als er am Ende des Jahres 63 das Konsulat verließ, brachten sie ihn im Ehrengeleit zu seiner Wohnung. Seine Karriere hatte ihn zu einem reichen Mann gemacht. Er besaß Villen in Arpinium, in Pozzuoli, in Pompeii, ein Gut im Werte von 50.000 Sesterzen in Formia und ein weiteres im Wert von 500.000 Sesterzen in Tusculum. Außerdem einen Palast auf dem Palatin in Rom. All diesen Reichtum hatte er sich mit Leihgaben, die natürlich nie zurückerstattet wurden, verdient. Außerdem hatte er noch ein weiteres raffiniertes System ausgeklügelt, um reich zu werden. Er ließ sich in Testamenten als Erbe einsetzen. In 30 Jahren raffte er auf diese Weise 20 Millionen Sesterzen zusammen. Aber es wäre ungerecht, Cicero nur als geldraffenden, eitlen Stutzer hinzustellen. Cicero hatte in Athen und Rhodos, den damaligen Zentren der Bildung, studiert. 58 Reden und viele Briefe sind uns von ihm erhalten geblieben. Sie sind ein Muster an Witz und Ironie, haben das römische Latein entscheidend beeinflusst und zur klassischen Sprache gemacht. Er hielt die Erde schon damals für eine Kugel. Er schrieb: Denn die Menschen sind unter der Bestimmung geschaffen, dass sie diese Kugel bewohnen, die du hier mitten im Weltraum erblickst. Die Kugel, die man Erde nennt. Die Gestirne und Sterne, die kugelförmig und rund sind, werden von göttlichem Geist beseelt. Sie vollziehen ihre Kreise und Umläufe mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit. Die Massen der runden Sterne aber übertrafen die Größe der Erde. Die Erde selbst kam mir so klein vor, dass mich ein Gefühl der Scham überfiel über all unser Tun, das doch gleichsam nur einen Punkt der winzigen Erde berührt. Welch erhabene, kluge Gedanken. 1000 Jahre bevor Menschen dafür von der katholischen Kirche auf den Scheiterhaufen der Inquisition verbrannt wurden, wenn sie ähnliche Ansichten äußerten. Nach der Verschwörung des Catilina begann Ciceros politischer Stern. Im Sommer des Jahres 62 vor Christus zog Pompeius langsam aus dem Osten nach Italien. Dieser Rückmarsch mit dem siegreichen Heer in die Heimat war eine unglaubliche Schau der Pracht. In Rom angekommen, wurde er als Eroberer noch nie gesehener Größe gefeiert. Siegeszeichen, Gefangene fernster Länder, Schätze von unerhörtem Glanz, 5 Söhne und 2 Töchter des großen Königs Mithridates, der Judenkönig Aristobul, der armenische Königssohn Tigranes nebst Gattin und Tochter, Geiseln der Albaner und des Königs von Nordsyrien Eutakis, königliche Frauen der Skythen und Menander, Millionen und Abermillionen in mächtigen Truhen. Das alles wurde durch die Straßen Roms geschleppt. Auf Tafeln, die vorausgetragen wurden, waren die Länder und Völker beschrieben, über die Pompeius gesiegt hatte. 1000 Burgen, über 400 große Städte hatte er erobert. Den öffentlichen Schatzkammern lieferte er silberne und goldene Gefäße von ungeheurem Wert ab. Und Pompeius, der kühne, unbesiegte Feldherr, fuhr inmitten dieses gigantischen Triumphzuges schlicht und bescheiden durch Rom. Er soll, so heißt es, das damals 260 Jahre alte Obergewand des großen Alexander getragen haben, das die Römer unter den Schätzen des Mithridates gefunden hatten. Und natürlich jubelte das Volk frenetisch, Siegern jubelt man immer zu. Man schrieb das Jahr 693 nach der Gründung Roms, also 61 vor Christus. Aber nun begann der Abstieg des Pompeius, die Verwirrung, die Tragödie. 30 Jahre war der Mann im Felde gestanden, jetzt sehnte er sich nur noch nach Ruhe, nach einem friedlichen Familienleben. Die Römer begannen über ihn zu spotten, gaben ihm kränkende Spitznamen. Und in dieser Situation beging er einen großen Fehler. Er entließ seine Armee. Daraufhin lehnte es der Senat ab, seine Verwaltungsmaßnahmen in Asien zu bestätigen, seinen Soldaten das ihm versprochene Siedlungsland zu schenken. Da schloss Pompeius in seiner Not einen Freundschaftsbund mit Julius Caesar. Caesar, 42 Jahre alt, war zu diesem Zeitpunkt ein sehr einflussreicher Politiker.
ein glänzender Redner, Anwalt und Offizier aus der angesehenen Patrizierfamilie der Julier, die Könige und sogar Götter ihre Ahnen nannten. Um diesen Freundschaftsdienst zu besiegeln, heiratete Pompeius die einzige Tochter des Caesar, Julia, 23 Jahre jung, bildschön und klug. Nur 6 Jahre dauerte diese Ehe, dann starb Julia mit 29 Jahren in der Blüte ihrer Jugend. Crassus, der Kapitalist, wurde der dritte in diesem Männerbund. Ein perfektes Trio. Pompeius, der Soldat, Caesar, der Politiker, Crassus, der Mann mit dem Geld. Ein unschlagbares Triumvirat. Jetzt, wo die Macht so eindeutig verteilt war, erhielten Pompeius' Veteranen auch die versprochenen Grundstücke. Seine Asienpolitik wurde sanktioniert. Caesar erhielt die Statthalterschaft über Illyrien und Gallien, Sprungbrett für seine spätere Macht. Während Caesar Gallien unterwarf, 58 bis 51 vor Christus, versuchte Crassus, der ein mäßig begabter Feldherr war, Persien zu erobern. Er wurde gefangen und von den Persern auf grausame Weise getötet. Sie gossen ihm, um seinen Reichtum wissend, flüssiges Gold in die Kehle. Nach dem Tode der Julia, der schönen Tochter des Caesar, wurde die Kluft zwischen Caesar und Pompeius immer größer. Auf Anregung des Pompeius befahl der Senat Caesar, seine Provinzen in Gallien aufzugeben und sein Heer zu entlassen. Caesar aber überschritt gegen diesen Befehl den Rubikon. Der Würfel ist gefallen. Alea jacta est, rief das Genie aus, als er sich für die Macht und gegen das Gesetz entschied. Pompeius floh in den Osten, wurde bei Pharsalus in Thessalien geschlagen und von Caesar verfolgt. Er versuchte, sich nach Ägypten zu retten. Der ägyptische Hof hatte von der Katastrophe von Pharsalus natürlich erfahren und wollte Pompeius an der Landung hindern, aber der Hofmeister des ägyptischen Königs hatte eine bessere Idee. Er schickte einen General zum Schiff des Pompeius, der Römer wurde zum Hof des Königs eingeladen. Da das Wasser seicht war, bestieg Pompeius die ägyptische Barke. Als Pompeius an Land gehen wollte, wurde er hinterrücks erstochen. Vor den Augen seiner 5. Gattin und seines Sohnes, die vom Deck des Schiffes den Mord mit ansehen mussten. Es war doch keinen Grund, einen so jungen Menschen töten zu lassen, sagten einst Freunde zum Diktator Sulla. Der Diktator hatte ihnen geantwortet, sie hätten wohl wenig Verstand, wenn sie in diesem Knaben Caesar keine Gefahr sähen. Caesar war einer der vornehmsten Jünglinge Roms aus dem adeligen Geschlecht der Julier, ein Star im Modeleben der Weltstadt. Der Junge rezitierte, er deklamierte, er hatte Umgang mit Literaten, er dichtete, und die hübschen Mädchen von Rom schenkten ihm ihre Gunst. Aber dieses Leben kostete Geld, viel Geld. Caesar gab so viel aus, dass er immer borgen musste, um seine Schulden zu bezahlen. Er war leichtsinnig, aber er war auch klug. Er wusste, dass Sulla ihm nach dem Leben trachtete, also trieb er sich inkognito im Lande herum. Als er krank wurde, ließ er sich jede Nacht in ein anderes Haus tragen. Doch die Schergen des Sulla fanden ihn. Er bestach sie, floh nach Bithynien zum König Nikomedes. Aber bald war er wieder auf dem Meer und wurde von Seeräubern gefangen. Caesar lachte sie aus, als sie 20 Talente Lösegeld für ihn verlangten. Viel zu wenig. Er forderte 50 für sein Leben und drohte den Entführern, sie ans Kreuz zu schlagen, wenn er sich wieder in Freiheit befinden würde. Und genau so geschah es. Er kehrte nach Rom zurück, war zu jedermann freundlich, erwarb sich die Liebe und Zuneigung des Volkes. Über die Gastmähler, die er gab, sprach ganz Rom. Sein Ansehen im Staate wuchs und Cicero argwöhnte, dass Caesar diesen Staat stürzen wolle. Wenn ich sehe, dass sein Haar immer so kunstvoll zurechtgelegt ist, wenn ich sehe, dass er sich nur mit einem Finger kratzt, so erscheint es fast, als ob ihm der Umsturz der römischen Verfassung gar nicht in den Sinn kommen könnte. Schließlich erhielt Caesar Spanien als Statthalter, später Gallien, und er gehörte zusammen mit Pompeius und Crassus zu den mächtigsten Männern Roms. Vielleicht war Caesar das umfassendste Genie, das je lebte. Ein vollendeter Staatsmann,
Ein Feldherr, der seine militärischen Maßnahmen immer den großen Zielen der Politik unterordnete, ein Schriftsteller von außerordentlicher Lebendigkeit und Einfachheit im Ausdruck, ein geborener Herrscher, der alle zu bezaubern verstand. Der Rivale, der Schwiegersohn Pompeius, war in Ägypten heimtückisch ermordet worden. Caesar landete in Alexandrien und spielte die Rolle eines Gottes. Nachdem er sich nun schon einmal dort befand, wollte er, bevor er nach Rom zurückkehrte, die Angelegenheiten dieses Landes ordnen. König Ptolemäus, ein Knabe noch, hätte laut Testament seines Vaters den Thron mit seiner Schwester Kleopatra, die zugleich seine Frau war, teilen sollen. Aber Kleopatra hielt sich aus Angst um ihr Leben versteckt. Caesar ließ sie heimlich rufen. Er war verzaubert von dieser Frau, die zwar nicht klassisch schön, doch von einer ungeheuren Ausstrahlungskraft gewesen sein muss. Nach den enthaltsamen Kriegsmonaten gerade das Richtige für den notorischen Schürzenjäger. Am Tage, der ersten Nacht mit Kleopatra folgte, schlichtete er den Streit zwischen Bruder und Schwester und ließ den intriganten Kanzler Potinos diskret beseitigen. Denn Caesar liebte kein Blut, nicht einmal das seiner Feinde. Doch Alexandria erhob sich und verbündete sich mit der römischen Garnison gegen Caesar. Der Feldherr behielt ruhig Blut, eroberte handstreichartig die der Stadt vorgelagerte Insel Pharos, wo der als Weltwunder gerühmte Leuchtturm stand, und wartete auf Verstärkung, die auch bald darauf eintraf und kurzen Prozess mit den Aufständischen machte. Kleopatra hatte den richtigen Riecher gehabt. Sie harrte treu an Caesars Seite aus. Von ihrem kleinen Bruder Ptolemäus, der zu den Rebellen überging, hat man allerdings nie mehr etwas gehört. Der Römer blieb 9 Monate bei der schönen Ägypterin, und sie schenkte ihm einen Sohn, der, um jeden Zweifel an der Vaterschaft zu zerstreuen, Caesarion genannt wurde. Als Caesar mit Kleopatra und dem Baby nach Rom zurückkehrte, zuckte seine Gattin Calpurnia mit keiner Wimper. Sie war an derartige Eskapaden ihres Gatten gewöhnt. Nachdem Caesar mit seinen Feinden abgerechnet hatte, blutige Schlachten geschlagen hatte, war er jetzt der unumschränkte Herrscher Roms geworden. Er wurde zum Diktator auf Lebenszeit ernannt. Tatsächlich war er durch die Heldenverehrung der Schmeichler selbst in den Augen der gutmütigen Bürger zu einer verhassten Figur geworden. Er hatte gewaltige Pläne, doch sein maßloses Streben säte überall Hass. Es wurde sogar getuschelt, dass Caesar die Hauptstadt des Reiches nach Alexandria verlegen und Kleopatra heiraten wolle.